Schauen wir mal. Heute etwas früher, überraschenderweise. Überrascht wahrscheinlich auch den einen oder anderen. Ich muss jetzt auch mal wieder selber auf meinem Handy schauen, dass ich meinen eigenen Livestream finde, damit ich auch eure Kommentare besser sehen kann. Ähm, bisher habe ich ihn noch nicht gefunden. Okay, da ist er. Dann sage ich schon mal Hallo an die Ersten, die da sind. Wie gesagt, ich habe gerade, hat es wahrscheinlich noch keiner gehört, als ich es gesagt habe, heute etwas früher als sonst. Und auch die Frage, was baust du heute? Und zwar, wie ihr schon sehen könnt, ist hier die Stadtmauer zu sehen. Wir werden heute dort etwas weiter bauen, denn es ist auch ein Bereich, an dem ich noch arbeiten kann. Während des Umzugs sozusagen, also ich habe ein paar Bereiche, an denen ich nicht mehr arbeite, bevor der Umzug passiert. Aber dieser Bereich, dort können wir heute noch weiterbauen. Und ich denke, wir arbeiten heute hier am Turm und hier an der Stadtmauer. Mal schauen, wohin es führt. Ja, das machen wir heute. Und hier Simon Ahrens sagt, moin, heute mal richtig früh. Ja, ausnahmsweise heute etwas früher. Ist aber tatsächlich eine Ausnahme. Und Simon World of Bricks schreibt, guten Abend, hast du nur Original-Lego, möchtest du nur... Es ist eigentlich alles Original-Lego. Ich möchte auch eigentlich nur Original-Lego haben. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem die Verfügbarkeit, auch den gleichbleibende Qualität. Und das Einzige, was nicht Lego ist, sind Schienen von Trixbricks, weil es eben von Lego selber nur eine sehr beschränkte Auswahl an Schienen gibt. Und ja, das ist der einzige Unterschied. Ansonsten ist, glaube ich, ja, ansonsten ist wirklich alles Original Lego. Ja. Und es kommen weitere zu. Und Simon Ahrens fragt, wie teuer wird das Set aus dem heutigen Video inklusive Beleuchtung? Die Beleuchtungsgeschichte kann ich noch nicht genau sagen, denn wir schauen noch, wie wir das genau machen, denn die Elemente, die für die Beleuchtung nötig sind, sind so einzeln eigentlich gar nicht zu kaufen. Also man braucht ja immer größere Pakete. Das wird dann sozusagen in Anführungsstrichen ausgeschlachtet für die Beleuchtung. Ähm, ja, das Set vermutlich wird ungefähr 29 Euro kosten. Da ist ein großer Teil natürlich die Steine, ein Teil Verpackung etc. Und eben der Aufwand und natürlich noch ein Teil, um das ganze Projekt zu finanzieren. Das war die Idee dahinter. Also wir liegen da ungefähr bei 29, 30 Euro. Wie gesagt, wir müssen ja auch die Fliesen drucken lassen und so weiter. Ja. Und Mats Brandstätter sagt, kannst du mich grüßen? Dann Grüße an dich. Und Simon Wolf Brück sagt, ein Hersteller in China, wo man auch per Zwischenhändler Einzelteile bestellen kann, immer noch gleich. Ja, aber ich will trotzdem eigentlich gerne bei Lego bleiben. Das hat auch den Grund, dass man dann weiterhin das Ganze auch als Lego-Projekt offiziell bezeichnen kann. Ist jetzt so eine Sache. Und tatsächlich sind auch Dritthersteller nicht unbedingt günstiger als Lego. Und Sleepy Mattis fragt, wie geht's? Auch eigentlich ganz gut. Und was haben wir hier noch? Cookie Since 99 fragt, was hast du als nächstes am Bahnhof geplant? Das nächste am Bahnhof ist vermutlich einfach, dass wir die Front weiterbauen und dann weitere Läden im ersten Stock. Ja. Und Simon Wolf Brooks sagt, kommt drauf an, was, ja, kommt drauf an. Ich kann einiges an Steinen sogar im Bereich von einem Cent-Stück oder teilweise unter einem Cent-Stück kaufen, wenn ich die richtigen Mengen beim richtigen Händler kaufe. Und es sind Original-Lego-Steine. Ja. Und Rubric ist da. Grüße an dich. Ein Kanalmitglied. Inzwischen 24 von euch, die regelmäßig das Projekt finanziell unterstützen. Vielen Dank an euch alle. Und ich sage, ich fange jetzt langsam mal an. Erstens muss ich mal da oben
ein paar Steine wieder dran bauen, die abhanden gekommen sind, als das letzte Mal, oder das vorletzte Mal, glaube ich, hier oben die Kamera drauf stand mit dem Tripod und dabei sind einige Steine abgebrochen. Und da werden wir jetzt erstmal das wieder dran bauen. Was fehlt? Ich nehme mal das Handy hier mit, damit ich sehen kann, was ihr schreibt, weil wie gesagt, sonst müsste ich immer hinter der Kamera stehen, die ist ja sozusagen hier hinten und dann kriege ich überhaupt nicht mit, was ihr schreibt. Aber jetzt schaue ich erstmal, was hier alles letzte Mal abgebrochen ist. Nämlich einige von den Fensterelementen. Ich glaube, das gehört hier hin. Das da hinten irgendwo. Jetzt muss ich mal schauen. Das da war hier vorne auf jeden Fall. Aber ich kann jetzt schon mal sagen, ich habe nicht alle Steine da, um diese Fensterform hier oben nochmal zu reproduzieren. Das heißt, die werden jetzt heute nicht hundertprozentig fertig. Die sind noch irgendwo unterwegs, keine Ahnung wo. Und was auch mal, das hier gehört dahin. Und das gehört da hinten hin, okay. Und dann haben wir noch zwei von denen und dann müssten wir hier oben schon mal alles wieder so weit zusammen haben, wie es mal war. Dann schaue ich mal wieder in den Chat. Alfred Alias sagt, Servus zusammen, heute bist du ja früh dran. Ja, heute ausnahmsweise etwas früher. Und Florian Pitschi sagt, Kolosseum hinter der Stadt mal wäre nice. Ja, aber das passt thematisch hier leider gar nicht dazu. Denn die Altstadt ist ja mittelalterlich und ein Kolosseum wäre ja eher in der Antike angesiedelt. So, jetzt muss ich erstmal einen Sack holen mit Modified Bricks. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal 4er Modified Bricks. Hier sind noch ein paar einer Modified Bricks und die ersten Nachschub an den bedruckten Oberteilen für die Sigfix sind übrigens auch gekommen, endlich mal. Das ist die erste Ladung, es wird noch eine Ladung kommen, unter anderem auch für den Shop. Da werdet ihr nämlich auch die Sigfig kaufen können, wenn ihr das wollt. Allerdings fehlen mir da vor allem noch alle anderen Teile, außer die Torsi. Wobei die anderen Teile habe ich alle direkt bei Lego gekauft, lustigerweise, denn dort bekomme ich die am günstigsten. Ist tatsächlich manchmal so. Und Axel, Plate, Saku, Brickwood, alles gut? Ja, soweit, alles okay. Ich hoffe mal, ihr seht eigentlich ganz gut, glaube ich, noch. Später werden wir wahrscheinlich die Kamera etwas höher stellen müssen. Und eigentlich hatte ich auch irgendwo noch einmal 2er Modified Bricks. Dann muss ich mal schauen, wo die sich verstecken, sobald ich die brauche. Und Michael Arndt ist auch da und sagt, hey, richtig früh, hallo. Hallo auch an dich. Ja, heute ausnahmsweise etwas früher. Und das liegt vor allem daran, dass beide Kinder und meine Frau gerade schon schlafen. Und ich nicht so weiß, was ich jetzt noch mit dem Tag oder dem Abend anfangen soll. So. Nee, das habe
da wäre jetzt die Zweier Modified Bricks ganz praktisch. Muss ich mal schauen, die hatte ich nämlich irgendwo hingelegt. Und da sind sie aufgetaucht. Und wer es noch nicht im heutigen Video gesehen hat, das ist übrigens das erste Diorama, das ihr eventuell demnächst erwerben könnt. Ja. Wie gesagt, ich will den Bauplan noch ein bisschen anpassen, weil, wie gesagt, im Realbau entdeckt man immer noch ein paar Sachen, die nicht ganz okay sind. Aber grundsätzlich ist es eine ganz nette Geschichte. Und Klemmbausteinfreund schreibt: Hallo, konnte ewig nicht in deinem Livestream zuschauen, weil es zu spät war. Jetzt ist endlich soweit. Ja, heute ausnahmsweise deutlich früher. Daher hoffe ich auch, dass ich ein paar Leute erreiche, die sonst eher nicht dabei sein können. Ich hole euch mal hier ein bisschen weiter hoch, weil wir werden jetzt eh gleich weiter hochbauen. So, jetzt brauchen wir noch einen Zweier Modified Brick von da hinten. Oder zwei sogar. Jetzt bauen wir hier erstmal gemütlich ein bisschen nach oben. Mal ganz kurz schauen, wie ich das hier gemacht hatte. Ist nämlich schon ein bisschen her. Okay. Und Tom Ohl ist da, ich bin das erste Mal dabei heute. Dann vielen Dank, dass du dabei bist. Und natürlich auch einen schönen Gruß an dich. Dann schauen wir mal, was wir heute so schaffen. Ursprünglich wollte ich ja erst an der Höhle hier hinten weiterbauen, an der Tropfsteinhöhle. Aber viele haben mich darauf hingewiesen, was tatsächlich natürlich auch stimmt, dass Tropfsteinhöhlen ja eher in so Tannfarben sind und nicht in diesen Grautönen, weil es hier eben ein anderes Gestein ist. Das heißt, ich habe jetzt relativ viele Elemente in verschiedenen Formen in Tann, auch ein bisschen in Weiß bestellt. Die sind aber noch unterwegs. Und dann werde ich die Höhle weiterbauen. Viele hatten ja gesagt, es wäre ja ganz praktisch, dieses Einhornteil zu nehmen. Tatsächlich habe ich mal nachgeschaut, das Problem ist, das Einhornteil gibt es nicht in Tann. Es gibt es in Weiß, ich habe es ein paar Mal in Weiß gekauft. Weil meine Idee ist, es in Tann und in Weiß eben zusammen zu nutzen. Aber ich muss mal schauen, wie die ganze Kombi aus Tann und Weiß dann wirklich aussieht. Und Dennis, noch ein weiteres Kanalmitglied, also vielen Dank auch an dich. Ist da einen schönen Abend allen auf einen tollen Stream. Ja, vielen Dank. Und XXDRSWXX sagt: Hallo, eine Frage, welches Creator Expert Set feierst du am meisten? Das ist eine schöne Frage. Ich glaube ja eigentlich, dass die Modular Buildings auch zu Creator Expert gehören, soweit ich mich daran noch erinnere. Das heißt, von den Modular Buildings finde ich immer noch am besten ich glaube, es heißt die Deutsche Stadtleben. Also das Set zum Jubiläum, das war ja auf 1,5 Baseplates. Und was mir immer noch gefällt, ist die Steinebank. Die wird ja auch in absehbarer Zeit
einen Weg hier in die Stadt finden, allerdings massiv umgebaut. So, brauchen wir noch ein paar mehr. Einmal einer Bricks. Und ich sehe, es sind inzwischen 34 Leute da. Also vielen Dank an alle, die zuschauen. Mal schauen, ob ich noch woanders einmal einer Bricks habe. Eigentlich müsste ich das haben, weil hier ist die Tüte leer gerade. Und das sind noch welche aus dem Kleintime-Magazin. Ansonsten kann ich noch sagen, dass der Umbau in den neuen Räumlichkeiten ganz gut vorangeht. Ich habe heute erfolgreich eine Wand durchgetreten. Habe ich auch schön gefilmt fürs nächste Update-Video, was den... Hier fährt gerade irgendwelche Sirenen vorbei, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Wir sind hier relativ nah an der Hauptstraße und die Feuerwehr ist eine Parallelstraße weiter. Das heißt, man bekommt hier immer mit, wenn irgendwas los ist. Und Kleinstein ist da und sagt Hallo und Hallo auch an dich natürlich. So, jetzt muss ich mal hier kurz schauen, ob ich von den Steinen genug da habe. Dann können wir nämlich hier den Bogenturm erst oben bauen. Also ich glaube, wir haben genug von diesen Steinen da. Und XXDRSWXX meint, dass sein Favorit auch die Brickbank ist. Er ist ja auch Stadtleben, findet er ein wenig langweilig von außen. Das finde ich tatsächlich eigentlich gar nicht so, weil das Stadtleben tatsächlich auch viele Bautechniken aufgreift aus den ganzen anderen Sets. Ist jetzt das Jubiläumsset gewesen. Aus dem Weg fragt, was würde das Stadtmauermodell kosten? Wenn man alles zusammenrechnet, das heißt Steine wert, wobei, wenn ihr die Steine selber kaufen würdet, müsstet ihr ja noch mehr als einem Händler bestellen, weil ihr werdet keinen Händler finden, der alle Steine hat. Das heißt, es kommen verschiedene Versandkosten zusammen eigentlich. Dann ohne Beleuchtung, weil die Beleuchtung kann ich noch nicht genau beziffern. Dann kommt natürlich noch die Fliesen dazu, die Minifigur, die Verpackung, die Arbeit dahinter und eben der Anteil, der dann in die Brickworld fließen soll. Deshalb wird wahrscheinlich der Preis dafür ungefähr 29 Euro sein. Und Brickpark Sim ist da und sagt Moin und Hallo auch an dich. Muss ich mal schauen, wie das dahinter war. Okay,
da hatten wir dann eine Reihe Plates aufgesetzt. Ich mache das hier erstmal weg. Und Marv Clem fragt, wo kommen die ganzen Ideen für die Details her? Das meiste tatsächlich einfach aus dem echten Leben. Also viele Sachen sind zum Beispiel Dinge, die ich selber kenne oder mir einfach Vorlagen gesucht habe im Internet. So war das natürlich nicht geplant. Eine ganz grobe Vorlage für den Bahnhof ist ja, wie inzwischen wahrscheinlich jeder weiß, der Nürnberger Hauptbahnhof, aber wie gesagt nur ganz grob. Das ist kein 1:1 Nachbau in irgendeiner Art und Weise. Und ansonsten, wie gesagt, hier und da irgendwelche Dinge, die man eben so sieht oder rausgesucht hat extra. Und dann versucht man das Ganze eben so gut wie möglich mit Steinen nachzubauen. Und der Alf fragt, ob ich in den neuen Raum auch plane, die Stadtmauer und so weiter. Ja, denn in einem Video, wo ich gezeigt habe, wie klein denn die Stadt jetzt eigentlich aussieht, wenn sie in den neuen Räumen steht, da war halt diese Bodenmarkierung, ist auch ungefähr die Stelle, an der die aktuelle Bereich der Stadt stehen wird. Das heißt, alles andere wird sich dann in anderen Richtungen erweitern. Was natürlich auch heißt, dass es in der Richtung der Altstadt weitergehen wird. Und der langfristige Plan ist dann tatsächlich dort auch so, dass wir wahrscheinlich die ganze Altstadt fertig bekommen dort irgendwann, also zumindest vom Platz her. Und dahinter dann der ländliche Bereich beginnt. Klemmbausteinfront meine ich, modde gerade meine Zugsammlung. Das klingt nach auf jeden Fall sehr viel Spaß. Muss ich mal ganz kurz schauen, ob ich irgendwo in greifbarer Nähe einen Bogen habe für hier oben. Und da hat sich einer gefunden. Schauen wir mal, da können wir auf jeden Fall noch eine Reihe Bricks erstmal drauf bauen.
Aber allgemein wird es, glaube ich, sehr interessant, wenn die Stadt dann rüberziehen wird. Denn erstens wird es ja ein paar Veränderungen an diesem Layout geben. Also einiges sind Optimierungen, die ihr wahrscheinlich selber nicht sehen werdet, die aber für die Zukunft einiges bringen. Und natürlich ein paar, wie gesagt, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, so Einschübe. Also das Layout wird ein bisschen gestreckt um, ich glaube, 2 32er Baseplates, um ein bisschen Platz zu schaffen. Und dann geht es munter in alle Richtungen weiter. Und natürlich zuerst, wie schon lange angekündigt, wird es dann zu den Gleisen hinterm Bahnhof gehen. Und Brickwhale fragt, hi, ich wollte mal fragen, wann erscheint Dioram? Wann genau das Ganze online geht, kann ich immer noch nicht sagen. Also ich bin ja dabei, die Verpackungen werden jetzt gedruckt. Ich habe jetzt natürlich angefangen, die Dinge erstmal in real zu bauen. Es sind viele Steine noch unterwegs. Es muss noch einiges durchgerechnet werden, aber das Diorama, das im heutigen Video, sieht man das jetzt sehr schön? Müssen wir nach hinten. Das hier wird ungefähr alles inklusive, das heißt die Steine, das sind tatsächlich gar nicht so ein kleiner Punkt. Das sind nämlich sehr viele Steine dabei, die gar nicht so wenig kosten. Man auch mehrere Shops dafür braucht, um gute Preise dafür zu bekommen. Dann bekommt man ja noch die Fliese dazu. Die Brickworld Fliese, die muss ja extra gedruckt werden. Dann gibt es noch die Verpackung. Dann natürlich muss ich auch irgendwie daraus noch das Kapital für die Brickworld schlagen. Das war ja die Idee dahinter. Das heißt, da kommt noch ein bisschen was zusammen. Das heißt, es wird vermutlich, also das, was ich jetzt heute gezeigt habe, auch gerade noch in der Kamera gezeigt habe, ungefähr 29 Euro kosten. Ohne die Beleuchtung. Und rauskommt ist eine Sache, ich hatte ja mal in meiner Überschwänglichkeit geplant, sowohl den Shop als auch den Umzug im Oktober zu starten zumindest. Ich weiß nicht, ob es diesmal noch was wird, es kamen mir ein paar Sachen dazwischen. Ich hänge etwas hinter meinem Zeitplan und da muss ich dann mal schauen. Aber zumindest ist der Plan weiterhin, dass das Ganze noch vor Weihnachten passieren wird. Und der Alf sagt, sehr cool, wenn du Inspiration für eine Stadtmauer brauchst, kann ich dir nur die Torbogen der Kölner Festungsmauer empfehlen. Das sind imposante Bauwerke, die sich gut bei der Einführung. Ja, schaue ich mir gerne mal an. Brooks im Kopf sagt Hallo in die Runde, hallo auch an dich, genauso wie Frank Wachsmuth. Und Patrick ist da, moin, guten Abend, schreibt er, dann sage ich auch guten Abend an dich. Und Automatenfreak sagt auch Hi, also auch an dich. Und Brooks im Kopf, boah, eine blöde Frage, hat einer zu viele Duplo-Steine zu Hause und will es verkaufen? Tatsächlich habe ich das Ganze ja mal durchgerechnet. Tatsächlich ist eine Duplo-Unterkonstruktion gar nicht so günstig, wie man denkt. Also meine ganze Unterkonstruktion ist ja hauptsächlich mit diesen hohen 1x2x5er Bricks zum großen Teil oder eben auch mit 2x2er Bricks und das Ganze kommt tatsächlich günstiger raus als Duplo-Steine, wenn man die in größeren Mengen haben möchte, weil größere Mengen kriegst du eigentlich nirgends zu einem guten Preis. Und Brickwell fragt, will auch Dioramen geben mit Beleuchtung? Ja, tatsächlich. Wenn du das Video von heute anschaust, wirst du sehen, dass dieses Diorama, das Stadtmauer-Diorama, kommt tatsächlich optional mit Beleuchtung. Hier siehst du das Kabel, hier ist die Beleuchtung, ich kann es nur gerade nicht anmachen, weil ich hier gerade keine Stromversorgung dafür habe, aber du kannst dir das Ganze im Video von heute anschauen, da ist es auch beleuchtet zu sehen. Und Michael Arndt, noch ein weiterer Kanalmitglied, auch vielen Dank an dich, genauso wie TZ Studios 01. Sagt, schönes Diorama, vielleicht wäre es eine Idee, diese mit Seriennummern zu versehen, vielleicht sind die ein 10 Jahre tief wert. Ja, schauen wir mal, gute Idee.
Und TZ Studios, wie gesagt, ist auch da. Liebe Grüße auch an dich, ebenso wie an Felix Schmidt und Tom HD. Und ja, Felix Schmidt, ich kann dich grüßen. Sei gegrüßt. Jetzt muss ich mal kurz schauen, damit wir einigermaßen gleiches Layout reinkriegen, werde ich jetzt nochmal einen Brick-Reihe oben drauf bauen, richtig? Ich habe vorhin schon mal gesagt, es sind nicht alle Steine da, um diesen Turm komplett schön zu verkleiden. Aber hier sieht man wieder ein gutes Beispiel dafür, dass der Turm so angelegt ist, dass er geldsparend gebaut ist. Denn tatsächlich sind die 1x4er Bricks günstiger als zum Beispiel 2 1x2er Bricks. Und wenn man die richtigen Maße nimmt, kommt man relativ gut um die ganze Geschichte herum, ohne viele andere Bricks zu brauchen. Und dadurch spart man auf die Menge doch einiges an Geld. Also es lohnt sich, manche Projekte mal durchzurechnen, dass verschiedene Steine durchaus auf die Menge was ausmachen können. So. Glückskomplex sagt, dass 2x2 Lego Bricks kosten 3 Cent. Ich habe noch nie 2x2 Lego Bricks für 3 Cent gekauft. Ich habe relativ viel sogar für 1 Cent gekauft. Und zwar nehme ich vor allem welche, die keiner mehr haben möchte. Also manchmal findet man ganz gut welche, die wirklich in miserablen Zustand sind. Die sind vergilbt und angenagt. Und 3 Cent zahle ich auf keinen Fall für 2x2er Bricks. Und Laboranto ist auch da, ein weiteres Kanalbild. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass fast alle Kanalmitglieder da sind. 54 Leute insgesamt gerade da. Laboranto sagt, es scheint, als würde man zwar mit PayPal die Kanalmitglieder bezahlen können, aber für eine kleine Spende benötigt man eine Kreditkarte. Ich habe mal gehört, ich kann es nicht nachvollziehen, dass das daran liegt, auf welchem Endgerät man ist. Ich weiß jetzt nicht, wo es ist, also es kann sein, dass man auf dem Handy andere Bezahlmöglichkeiten hat als zum Beispiel am Rechner. Zum Beispiel, wenn man jetzt mit seinem Android-Handy da ist, kann man tatsächlich über PayPal, über das Google-System bezahlen. Das weiß ich, habe ich selber schon gemacht. Und Klemmbausteinfragen, hast du vor, in ferner Zukunft etwas wie Area 51 zu bauen, vielleicht auch unterirdisch? Ich habe tatsächlich einige Ideen für Easter Eggs, vor allem unterirdisch haben wir relativ viel Platz, vor allem nachdem ich ja die Idee jetzt langsam habe, tatsächlich bis zum Boden zu bauen. Das heißt, dass man wirklich nichts mehr am Tisch sieht. Und da ist natürlich Platz für sehr, sehr viele Easter Eggs. Und ich habe mir auch schon überlegt, irgendwo eine Art unterirdisches Labor irgendwo zu haben. Da müssen wir mal schauen. Aber sowas in der Art könnte tatsächlich kommen. Und Brooks fragt, wo kaufst du die denn? Bei Bricklink finde ich nichts Günstiges, hoch schon nach Used. Ja, dann ist vielleicht gerade nichts da. Soweit ich weiß, kann man sich ja nicht auf Preisalarme irgendwie setzen. Ich weiß nicht, man muss halt mal wieder schauen. Es lohnt sich tatsächlich. Suchst du denn direkt nur nach dem Preis oder auch eine Mindestmenge? Weil manchmal ist es tatsächlich so, dass verschiedene Bricklink oder ein Bricklink-Händler hat sehr viele verschiedene 2x2er Bricks und tatsächlich ist es dann so, wenn ich dann suche, ich möchte mindestens 500 Stück haben, dann finde ich den gar nicht, sondern weil der hat 100 von der Farbe und 100 von der Farbe und 100 von der Farbe. Da muss man so mal ein bisschen runtergehen. Laborant fragt, wie geht zitieren? Ich glaube, du musst einfach. Gute Frage.
So, jetzt habe ich mich ja verquatscht. Jetzt weiß ich wieder nicht, was ich eigentlich gerade machen wollte. Aber ich sehe gerade, in der Ansicht sieht der Turm ganz schick aus, vor allem weil man das untere Ende gar nicht mehr sieht. Ähm, und Patrick sagt, Großer Laboranto, das Fanpaket für Brickwell bestand zu großen Teil einer Bestellung von Laboranto. Großartiger Shop. Ja, das stimmt. Das ist lustigerweise so, dass ja auch Laboranto zwei sehr nette Pakete mir geschickt hat. Brooke Olsen, der Bautrupp, sind da und sagt Hallo an alle, was wird heute gemacht? Erstmal Hallo an dich. Wie du siehst, arbeiten wir heute hier am Bereich des großen Turmes als auch an der Stadtmauer. Mal schauen, was heute noch passiert. Allerdings wird hier so viel geschrieben und ich rede so viel, dass ich kaum zum Bauen komme und dauernd vergesse, was ich machen möchte. Und Tanja S. fragt, weißt du schon, was in die Lücke kommt, wenn das deiner Pariser Stores herausfliegen? Tatsächlich wird es ein Block, der größer wird, weil wie gesagt, das Layout wird ein bisschen gestreckt. Aber das Diner wird, glaube ich, auch wieder in einer anderen Form einen Weg da reinfinden. Es wird im Prinzip ein großer Block, ein Häuserblock, in dem mehrere Dinge reinkommen. Das Pariser Restaurant wird zumindest in einer gewissen Form wieder reinfinden, weil wir eben diesen Biergarten, sage ich jetzt mal, beibehalten werden. Ansonsten kommt vorne an die Ecke, wo jetzt die Baustelle ist. Die Baustelle fliegt an der Stelle erstmal komplett raus und wird an einer anderen Stelle in der Brickworld viel größer wieder zurückkehren. An der Ecke wird eine sehr stark modifizierte Version der Brickbank reinkommen. Felix Schmidt fragt, wann baust du den Miniatur-Lego-Laden? Das ist eine sehr gute Frage. Ich muss den erst noch mal ein bisschen durchplanen. Ich will ihn eigentlich in absehbarer Zeit bauen, aber ich weiß nicht, ob es noch passiert vor dem Umzug. So. Ja, klassisch auf die Beine klopfen und so sagen. Jetzt sind wir auf der Höhe, an der ich, glaube ich, das Stockwerk abschließe. Genau. Dann machen wir jetzt hier erstmal die Modified Plates, Bricks, was auch immer. Ich kann mir immer nicht merken, ob das hier Modified Plates oder Modified Tiles sind. Ein Kleinbaustein-Freund, wann schätzt du, wird die Stadt umziehen? Das ist eine sehr schöne Frage. Ursprünglich dachte ich tatsächlich, ich schaffe das noch diesen Monat. Ich weiß nicht, ob das was wird. Ja, der Umzug wird ja auch einige Zeit dauern, denn der Umzug besteht ja nicht nur aus den Raum fertig haben und alles rübertragen, sondern es wird ja auch noch Modifikationen an verschiedenen Stellen geben. Aber der Umzug an sich wird einiges an Videos produzieren, denn wie gesagt, ihr habt jetzt schon die Umbauvideos, davon wird diese Woche sicherlich noch eins kommen. Ich war heute relativ erfolgreich. Dann kommt noch ein bisschen was zum Bauen des Tisches und des Plans. Und der Umzug an sich wird auch nicht nur einfach umziehen sein, weil wie gesagt, da kommen ja einige Modifikationen auch im Untergrund. Das heißt, es wird eine längere Prozedur. Oktober hoffe ich noch damit anzufangen zumindest, aber ich glaube, das wird schwierig. Wir haben jetzt schon fast Mitte Oktober. Die Wände sind noch nicht raus. Hoffe aber, dass die Wände diese Woche fertig rauskommen. Es fehlt nicht mehr so viel. Und dann brauche ich erstmal einen Elektriker und dann weiß ich auch nicht, wann der Zeit hat, das zu machen. Weil bevor der Elektriker nicht fertig ist, brauche ich da auch keine Wände zu streichen. Und Brickracer, kannst du vielleicht weitere Videos zu meinen Brückenausgaben diesen Monat machen? Ja, vielleicht. Aber vielleicht will ich es auch selber gar nicht wissen. Ich habe immer so eine grobe Idee. Wobei ich immer noch relativ glücklich bin, dass, glaube ich, der größte Teil davon inzwischen vom Kanal bezahlt wird.
Und Patrick fragt, hast du eine Idee, wo die 3 Fragezeichen sind? Es gab ja mehrere Vorschläge zu dem Thema. Zum einen eben in der Höhle, was ich auch cool finde. Andere meinen, ich weiß leider nicht so viel, aber vielleicht fange ich doch mal an, die anzuhören. Weiß eigentlich jemand, ob es zufälligerweise im Amazon Prime Music Abo gibt? Das wäre nicht super praktisch. Dass ja die ihren Wohnwagen, soweit ich weiß, auf einem Schrottplatz haben. Und Schrottplatz wäre eigentlich auch eine schöne Sache für die Stadt irgendwo. Ist eine Sache, die ich auch, glaube ich, in der Form noch nie irgendwo richtig gesehen habe. Und so ein Schrottplatz wäre, glaube ich, auch eine schöne Idee. Ich mir vorstellen könnte, dass ja dann, ich weiß jetzt nicht, wie weit ihr wisst, wie meine Planung so aussieht. Es wird ja so eine Art U-Form geben, also wir haben jetzt den Tisch, den wir hier haben, dann kommen hier hinten die Gleise und dann geht es in U-Form wieder nach vorne, wo dann das Technische Museum auch sein wird. Und da kann ich mir auch vorstellen, so eine Art Hafenareal irgendwie zu haben. Und da in der Nähe vielleicht auch einen Schrottplatz. Und Tanja S. sagt, schön, dass das deiner bleibt, ist immerhin das erste Gebäude der Brügel. Ja, das stimmt. Es wird allerdings optisch, glaube ich, deutlich anders aussehen. Also zumindest das Erdgeschoss wird, glaube ich, ungefähr ähnlich bleiben, vielleicht ein bisschen größer. Farbtechnisch wird wahrscheinlich oben drüber auch ähnlich bleiben, aber wir müssen einfach den Maßstab vergrößern. Und Simon Aaron sagt, Gebrauchtwarenhandel, kein Schrottplatz. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe keine Ahnung und mir wurde mehrfach gesagt, es wäre ein Schrottplatz. Schrottplatz, kennst du meine To-Do-List für den Hafen? fragt Begostet. Nein, keine Ahnung. Und Brickboy sagt, ja moin, hab den Livestream mal nicht verpasst. Ja, heute deutlich früher. Vielleicht macht es auch einen Unterschied. So, ich baue jetzt noch ein paar Tiles in Light Bluish Gray. Und dann kann ich da oben rein theoretisch das Dach drauf bauen, beziehungsweise wir verkleiden, glaube ich, dann erstmal den Teil, den wir hier haben. Ich baue das hier oben noch ein bisschen um. Ich glaube, es wird dann stabiler für das Auflegen der nächsten Etage. Und Simon Aaron sagt, es ist ein Running Gag innerhalb der Serie mit dem Gebrauchtwarenhandel Schrottplatz. Aber ist es jetzt wirklich ein Schrottplatz oder nicht? Und Laboranto meint, was auch genial wäre, wenn du deine Moxie verkaufen möchtest, auch in deiner Brickworld bewirbst und ein ausgedrucktes Werbeschild für den Konto. Ja, das ist eine schöne Idee, das stimmt. Das ist eine schöne Idee. Könnte man machen, ja. So, der nächste Schritt wird dann jetzt sein, dass wir erstmal hier zumindest auf den beiden sichtbaren Fronten jetzt mal das offene verkleiden. Und da kann man ja eigentlich alles Mögliche nutzen, was man so rumliegen hat. Einfach um eine Struktur zu erhalten, die relativ unruhig ist. Ich fange dann gerne an, erstmal relativ große Steine zu nehmen, um schnell Fläche zu gewinnen.
Jakob Kutsche sagt, hey, hi, ich bin endlich mal wieder dabei. Hallo auch an dich. Und Brickboy sagt, es ist Schrottplatz, wo man gebrauchte Sachen kaufen kann. Ich würde da einen Schrottplatz bauen, okay. Oh, Michael Ahn spendet 5 Euro. Vielen, vielen Dank an dich und schreibt für ein paar Klemmbausteine. Danke, danke. Und Stefan W. fragt, moin, wie geht's euch? Auch soweit eigentlich ganz gut. Mal schauen, seht ihr alles noch gut? Ja, ich glaube schon. Um was geht es heute? Heute geht es, wie man sehr gut sieht, um den Bereich der Stadtmauer, den großen Turm gerade vor allem und vielleicht auch noch hier Stadtmauer hier drüben. Mal schauen, wie wir vorankommen. Die meiste Zeit rede ich eigentlich. Aber wir haben doch schon ein bisschen an Höhe gewonnen. So. Wo würdest du den Schrottplatz denn hinbauen? Ja, ich dachte jetzt einfach mal ganz spontan in so einem Hafenbereich. Also so ein Industriehafenbereich. Ist aber jetzt einfach nur mal so eine grobe Idee. Kann sich alles noch ändern. Wirst du auf dem Bahnhof ein Dach bauen? Ja, ein Dach wird kommen. Ich glaube nicht, dass es zu langweilig wird. Also wir werden links und rechts auf den Flügeln zwar ein relatives Flachdach haben, aber mit Glaselementen über den Galerien. Ich glaube, es wird schon mal nicht so langweilig. Und in der Mitte kriegen wir ja eine Kuppel, die ist ja von Anfang an geplant. Und ich glaube, allein dadurch wird es schon nicht langweilig aussehen. Stefan Weber hat ein U-Bahn-Netz für seine Welt angefangen. Klingt auf jeden Fall interessant. Im neuen Layout wird es durchaus auch möglich sein, die U-Bahn dann so umzubauen, ist ja eh geplant, dass sie dann wirklich fahren wird, an mehreren Stationen vermutlich. Ja, da bin ich auch gespannt, wie sich das dann entwickeln wird. Bin doch ganz zufrieden. Wir kommen doch ganz gut voran eigentlich. Was den Turm angeht, das macht jetzt schon mal einen riesen Unterschied. Ihr seht jetzt nur einen kleinen Ausschnitt aus der ganzen Geschichte. Aber im Großen und Ganzen sieht das jetzt schon mal ganz anders aus.
Und Brückemann hat vielleicht eine Idee, wenn du in Observation in den Geisterviertel baust und dort die Ghostbusters Geisterjagd. Wir haben jetzt natürlich schon Geister in der U-Bahn und wir haben oben tatsächlich noch das Ghostbusters Headquarters rumstehen, wo ich immer noch überlege, das vielleicht in einer stark abgewandelten Form auch irgendwann die Stadt zu bauen. Also Ghostbusters ist eine Sache, die tatsächlich vielleicht irgendwo als Easter Egg kommen wird. Da lässt sich sicherlich auch was Nettes machen mit dem Thema Beleuchtung. Und Patrick fragt, was sagen eigentlich Freunde und Familie zu The Brickworld? Ich glaube, der größte Teil meiner Familie weiß davon eigentlich gar nicht. Ich habe mit denen eigentlich nie darüber gesprochen, also von, sagen wir mal, meiner Geburtsfamilie. Nicht von meiner Frau und Kindern. Also Frau findet es auch toll, die hat auch sehr viele Ideen. Die Kinder finden es auch toll. Die Größere hat ja auch schon mit dran gebaut, unter Anleitung. Und Freunde bisher haben das, glaube ich, nur 2 Freunde gesehen, aber die fanden es, zu meiner Aussage, sehr beeindruckend. Wobei die auch so ein bisschen selber Lego haben, aber jetzt nicht im Stil von Mob, sondern einfach Sets, die sie halt gerne bauen und kaufen. Aber ich bin auf jeden Fall recht zufrieden, wie sich jetzt hier die Sache mit dem Turm entwickelt. Denn es war ja immer geplant, dass der hier vorne schon so ein Mahnmal wird sozusagen. Denn der ist ja auch der Turm, der über den Fluss früher geblickt hat. Und natürlich deshalb auch eine wichtige Rolle in der Verteidigung der Stadt hatte. Verkleidung dauert eigentlich sogar länger als das Hochziehen des Turmes an sich. Aber es macht natürlich einen riesen Unterschied, weil einfach diese sehr unregelmäßige Struktur ein ganzes Stück an Realismus gibt.
Und Patrick fragt, ob der Turm komplett erhalten geblieben oder bekommt er oben. Nein, der Plan ist tatsächlich, dass er einfach komplett erhalten geblieben ist. Einfach um auch diese geplante Optik beizubehalten. Also er soll schon wirklich beeindruckend herausstechen. Und auch zeigen, dass Old Brickgate jetzt nicht so ein kleines Dorf war, sondern wirklich schon damals eine Rolle gespielt hat, auch in der Politik der Region. Und Stefan W. sagt, er überlegt, das Logo von Iron Man irgendwie einzubringen. Diese Idee hatte ich zwar grundsätzlich auch schon, allerdings bin ich bei solchen Themen immer so ein bisschen Verfechter davon, dass es nicht irgendwo ist, wo es nicht so viel Sinn ergibt. Also entweder baut man tatsächlich einen Avengers Tower, was natürlich ein großes Projekt wäre, oder man nimmt tatsächlich das Haus, das er dann damals, also im Film zumindest, am Strand hatte. Also in Klippen, das war glaube ich auch in Malibu. Und Gary Mullane sagt Hello from Ireland. Dann sage ich Hello from Germany. Wie hoch der Turm wird, das ist eine sehr gute Frage. Das weiß ich noch nicht genau. Das ist eine Frage, die sich dann noch nach der Optik entscheiden wird. Was auf jeden Fall noch passiert, bevor das Dach in Anführungsstrichen kommt, ist, hier wird auf jeden Fall noch eine Etage drauf kommen. Weil wir müssen ja bedenken, die Mauer hier drüben wird eine Tritthöhe haben von, ich muss mal kurz gucken, hier ungefähr. Also auf dieser Höhe beginnen erst die Zinnen. Oder ja, die Zinnen. Und das heißt, der Turm muss natürlich noch mal ein Stück höher gehen, damit er überhaupt einen Sinn ergibt. Und Gary Mullane meint, that's looking awesome. Thank you. Und Norman Weigert ist da und sagt, schönen guten Abend zusammen, sage ich auch schönen guten Abend an dich. So, ich habe jetzt das Ganze, die neue Etage von der Seite wie auch von der Seite jetzt von außen verkleidet. Die anderen beiden Seiten lassen wir jetzt erstmal weg. Die hintere vor allem deswegen, weil ich da ja noch schauen muss, wie sich die ganze Sache noch mit dem weiteren Verlauf der Mauer und dem Felsen verhält. Und von dort hinten, das wird dann erst Thema, wenn da hinten auch die Mauer weitergebaut wird. Und rein optisch sieht man jetzt von vorne eh nur die beiden momentan. Das heißt, der nächste Schritt ist tatsächlich, dass wir hier, glaube ich jetzt schon, ja genau, ich schau mal kurz, wenn ich das abnehme, müsste, das ist ja jetzt auch wieder fest drauf, ganz tatsächlich, ja, dann kommt jetzt schon der Aufbau, also das Dach wieder. Ich baue momentan die Etagendächer komplett durchgehend, weil ich noch kein Konzept für den Innenausbau direkt habe. Auch nicht. Meine Idee ist tatsächlich, dass dann vielleicht irgendwann, ich weiß, ob eine Wendeltreppe reinkommt oder einfach nur was zum Hochklettern. Das kann man aber immer noch ändern, weil ja wie gesagt, dadurch, dass alles abnehmbar ist, können wir da noch alles machen. Momentan wird jetzt erstmal der Turm hochgezogen. Und Klemmbaustein-Freund, da kannst du, wenn du einen Zoo baust, eine riesen Abteilung mit Schlangen machen. Zoo wird auf jeden Fall relativ groß werden, das ist ja schon gesagt gewesen.
das wird ja ein ähnlich großes Projekt wie das, was wir jetzt hier als Ganzes haben. Also ich denke schon, dass der Zoo, denke ich schon so, ja, 5 Quadratmeter einnehmen muss, damit er im Maßstab einigermaßen passt. Und da werden wir wahrscheinlich auch Innengebäude haben mit eben Aquarium und Amphibien und so dergleichen. Jetzt müssen wir mal schauen, wo habe ich denn meine ganzen grauen Plates hingelegt. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, der Turm hat eine ungerade Außengröße. Das heißt, es ist immer spannend, hier einen Deckel drauf zu bauen. Deshalb fangen wir erstmal wieder grob an, zu schauen, wie man das am besten mit so wenig Platten wie möglich lösen kann. Und ich vergesse jedes Mal, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, das war ungefähr die Taktik. Ja, ich glaube, das war sie. Ich muss sagen, jetzt wirklich einiges an Spannung auf diesem Gebäude. Das liegt teilweise auch daran, dass ja die Tische sich durchbiegen, was aber jetzt auch nicht mehr groß geändert wird, weil ja wie gesagt die Tischkonstrukte neu gebaut werden. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich hier das Ganze schon mal wieder mit ein paar anderen Plates vorantreiben. So. Das ist nicht die optimale Idee gewesen. Vielleicht ein bisschen weiter runter. Dann passt das einigermaßen. Das sieht schon mal gut aus. Und Robert Holstein sagt Hallo und sage ich auch Hallo an dich. So. Machen wir mal hier das Ganze zusammen. Patrick fragt, wie viele Abonnenten bräuchtest du, damit sich das Ganze selbst trägt? Das ist eine sehr gute Frage, auf jeden Fall erstmal. Die grundlegende Sache ist ja die, wie viel möchte man im Monat damit erreichen? Und vor allem ist ja auch ein Punkt, möchte man so weit gehen, dass das Projekt wirklich alles trägt, dass man auch finanziell an anderen Punkten nicht mehr so viel Arbeit, muss man wirklich das hier sagen als Haupt, ja, ich nenne es jetzt einfach mal Arbeit, betreiben kann. Und ich glaube, so in Richtung 100.000 wird es dann wirklich interessant, dass sich das Projekt nicht nur komplett selber trägt, in einem Maßstab, in dem man auch wirklich gut vorankommen kann, sondern auch das private Leben tragen kann. Und der Alles sagt, er muss ja los. Viel Spaß und Erfolg heute noch beim Bauen. Euch einen schönen Abend. Dann wünsche ich dir auch einen schönen Abend.
Und Robert Holstein, da würde gleich mal meine zuletzt geschriebene Idee vom Geheimgang in die Tropfsteinhöhle von hinten. Ja, das ist eine Idee, die tatsächlich noch kommen kann. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Ich muss jetzt mal kurz. Aber das ist tatsächlich erst relevant, wenn wir hier hinten die Stadtmauer weiterbauen. So, jetzt bräuchten wir im Prinzip noch eine 4x4er Plate in der Mitte. In irgendeinem Grauton am besten. Und dann hätten wir hier schon mal den Deckel soweit fertig. Dann muss ich jetzt mal kurz schauen, wie wir das gemacht haben. Wir haben dann die anderen oben drauf gebaut. Und Brickboy fragt, wann Umzug ist. Ja, das ist wie gesagt eine gute Frage. Ich hatte ja ursprünglich die Idee gehabt, das Ganze noch im Oktober zu machen. Ist inzwischen ein bisschen schwierig, weil ich in meinem Zeitplan ein ganzes Stück hinterherhänge. Da würde ich jetzt mal sagen, der Anfang des richtigen Umzugs, der natürlich auch einige Zeit dauern wird, weil der Umzug an sich ja nicht nur heißt, Sachen rübertragen, sondern wir ändern ja auch einiges noch am Layout und brauchen neue Tische und so weiter. Aber der Vorteil daran, dass wir neue Tische nehmen, ist auch der Vorteil, dass wir weiterhin auch an der Stadt selber weiterbauen können, noch am alten Layout, während drüben noch die Grundkonstruktion entsteht für das Ganze. Ja, also mein Plan ist momentan, dass die Wände auf jeden Fall raus sind diese Woche. Mal schauen, wann genau. Ich bin heute relativ weit vorangekommen, was die Wände angeht. Dann brauche ich einen Elektriker, wie gesagt, der die Kabel, die jetzt in den Wänden waren, umverlegt bzw. entfernt, und die Lichtschalter müssen auch umgelegt werden, teilweise. Und dann wird gestrichen, der Boden nochmal gegossen und dann kann es losgehen mit dem Tischbauen. Und Stefan W. meint, für seine Idee mit Iron Man im stillgelegten U-Bahnhof wird er für die Beleuchtung Illuminator Bricks nutzen. Das finde ich eine sehr gute Idee, denn erstens ist es ein gutes System. Das fand ich aber auch schon, bevor ich davon gesponsert wurde, teilweise. Teilweise bezieht sich jetzt nicht auf das Gutfinden, sondern auf das Sponsoring. Ja, dann, wenn jemand über den Link in den all den Videos bestellt, dann bekommt er keinen höheren Preis, aber ich bekomme noch eine extra Provision ein bisschen, die dann in weitere Arbeiten hier der Brickworld fließen kann. Ja, das wäre auf jeden Fall super, wenn ihr dort bestellen wollt. Das ist übrigens der, ja, hier seht ihr es, das ist der klägliche Rest von ursprünglich mal 600 von diesen Steinen, die hier im Turm bzw. in den Wänden der Stadtmauer sind, als auch im Bahnhof. Also das ist unglaublich, was man da teilweise an Kleinstteilen verbaut.
Und Brookboy fragt, da ja die aktuelle Brookboy in den Raum zu klein aussieht, wann glaubst du, ist der ganze Platz gefüllt? Ja, das ist eine schöne Frage. Das hängt natürlich von mehreren Faktoren ab, unter anderem auch natürlich, wie erfolgreich das ganze Projekt weiterhin bei YouTube und auf anderen, ja, wie soll ich sagen, Kanälen, falsche Wort, aber einfach in anderen Wegen der Finanzierung ist. Wenn man das Ganze natürlich irgendwann wirklich so richtig in Vollzeit machen kann und vielleicht noch für andere Kleinstarbeiten noch Leute mit dabei hat, die vielleicht ein bisschen so beim Grobarbeiten helfen. Es ist immer schwer zu sagen. Und ich muss sagen, ich habe ja auch im ersten Jahr tatsächlich deutlich mehr geschafft, als ich dachte. Und da noch mit deutlich geringeren finanziellen Mitteln als momentan, weil der Kanal ja doch schon ein bisschen an Geld abwirft. Immer noch nicht genug, um das Projekt komplett zu finanzieren. Und natürlich kann man auch immer noch mehr ausgeben. Ich bin immer noch so, dass ich jetzt nicht blind Steine kaufe, sondern ich vergleiche da auch finanziell, was das günstigste ist, wobei ich auch sagen muss, ich würde jetzt auch nicht blind Steine kaufen, wenn ich jetzt hier mit dem Kanal, weiß nicht, 1000 Euro pro Video machen würde. Dann wäre ich immer nicht an den Punkt angekommen, wo ich einfach das kaufe, was gerade da ist, nur weil es zu bekommen ist. Und Stefan W. sagt, ich bestelle meist über deinen Link. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und Rune Records hat 50, jetzt muss ich kurz nachdenken, ich glaube norwegische Kronen waren das, richtig? Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Das freut mich sehr. Und wie gesagt, alles hilft hier das Projekt voranzubringen. Ein kleiner Bausteinfreund meint, dass das System von Image Bricks an sich gut findet, aber teuer. Es ist auf jeden Fall nicht günstig, das habe ich nie abgestritten. Aber man muss ein bisschen sehen, dass man sich auch enorm viel Zeit spart. Also es gibt immer das Argument, man kann das mit einzelnen Teilen selber basteln. Es dauert natürlich einiges an Zeit, um allein jetzt irgendwas zu beleuchten, wie zum Beispiel, wir hatten ja die Beleuchtung hier im Musikladen. Es ist einfach ein Punkt, den ich wirklich finde, den man beachten muss, dass es Zeit spart. Und Zeit ist natürlich, es ist immer nur ein dummer Spruch, Zeit ist Geld, aber es stimmt einfach. Gresou fragt, ob es absichtlich ist, dass man die Zwischendecke von außen sieht. Ja, das ist tatsächlich Absicht, einfach um so ein bisschen die Optik zu brechen, denn ich habe das mal einfach mal testweise so ein bisschen hochgezogen, also jetzt nicht in dem Video oder so. Wenn man jetzt wirklich die ganze Zeit nur dieses Muster nach oben zieht, ohne irgendeine optische Unterbrechung, sieht das unglaublich schlecht aus. Und so bringt es ein bisschen Struktur in das Ganze und es wirkt einfach harmonischer. Und Marc Uwe sagt, in den neuen Raum ist so viel Platz, hier wird auch ein Museum mit Bob und Brick Story. Ja, du bist ja nicht der Erste, der das fragt. Aber ich glaube, dass sowohl Bob als auch Brick Story jetzt nicht noch weiter fahren wollen. Vor allem Bob muss ja eh schon von Österreich nach Rosenheim fahren und hier hoch wären es ja nochmal, ja, 350 Kilometer ungefähr. Ich glaube auch, dass das jetzt nicht unbedingt Brick Storys Idee ist, alles nochmal neu zu machen. Und ich glaube auch, dass die Baustile von mir aus, auch die von Bob, nicht so harmonieren, weil es einfach komplett unterschiedliche Stile sind. Und kleiner Baustein von Heck nur mir das Bild gerade. Da würde ich sagen, ja, denn ich habe das Bild ja selber nochmal auf dem Handy.
Und bei mir ist alles soweit okay. Oder es hängt einfach nicht und ich sehe es einfach nicht, weil ich gerade nichts mache. Ähm, Brickworm, meiner baut ja auch recht schnell und hohen Detailgrad. Ja, der Detailgrad ist halt auch zum einen ein Punkt, den ich einfach haben möchte, weil es mir gefällt und es ist einfach eine Sache, die man so selten sieht. Ähm, und zum anderen, ja, finde ich es einfach hübscher. Ähm, wo sind denn jetzt? Ich suche ja dauernd irgendwelche Steine, von denen ich glaube, ich hätte sie mitgenommen und dann habe ich sie doch nicht mitgenommen. Ah, ich verstehe. Ich sitze drauf. Das ist natürlich auch mal eine Option. Einfach mal auf den einmal einer Plate sitzen, ohne es zu merken. So. Marc-Uwe meint, außerdem kann die Stadt von Bob nicht mit einer mitteilen. Es ist sehr, sehr nett von dir. Ich finde sowas immer schwierig zu vergleichen, muss ich sagen. Ähm, und Gresou meint, der Detailgrad ist für mich ein Grund, hier zuzusehen. Das freut mich auf jeden Fall. Ähm, man versucht ja, man muss sagen, es gibt ja inzwischen relativ viele Lego-Kanäle und viele bauen auch Städte und man muss natürlich, wenn es viel gibt, irgendwie herausstechen, weil sonst ist man nur einer von vielen. Das klingt jetzt einfach so fies, betrifft aber viele Dinge im Leben. Ähm, und ich habe mir schon immer gedacht, da fehlen die Details, weil ich andere Videos angeschaut habe bei vielen Leuten. Ja. Aber hat man irgendwie einen Austausch mit anderen Lego-YouTuber wie Bob Brickman? Ich habe Kontakt mit ein paar Leuten, aber einen riesigen Austausch nicht. Ich hatte mal mit ihm geschrieben, aber zumindest weiß ich, dass er mich abonniert hat. Also Bob. Und Laboranto fragt, gibt es eigentlich ein Video, wo du zeigst, wie du dein Lego sortierst? Es gibt ein Video von vor langer, langer Zeit, wo ich mal gezeigt habe, wie das Ganze sortiert ist. Momentan herrscht hier sehr viel Chaos. Ich komme nicht dahinterher, das aufzuräumen. Ich hoffe aber, das dann drüben in neuen Räumlichkeiten dann zu ändern. Also es wird ja noch einen Raum geben, der tatsächlich nur das Steinlager sein wird. Allerdings wird der erstmal ein bisschen nach hinten verschoben. Das heißt, ich werde ihn jetzt nicht gleichzeitig mit dem großen Raum fertigstellen. Steinlager wird dann erstmal mit im großen Raum sein, aber dann in absehbarer Zeit wandern. Und Marc Uwe meint, hat einen unrealistischen Baustil, der Bob. Ja, kann man drüber reden oder diskutieren. Und Patrick meint noch, der Realismus der Detailgrad hat mich auch dazu gebracht, hier zuzusehen, obwohl ich selbst nicht an einzigen Lego-Stein. Ja, das ist sehr schön. Vielen Dank. Und Brickball meint, ich mag echt den Baustil deiner Stadtmauer und dem Turm. Das sind doch nur Brick Modified mit Tiles, Plates oder Cheese Slopes an den Seiten. Ja, es sind Tiles, Modified Plate, alles Mögliche, was man halt da draufsetzen kann. Teilweise in mehreren Schichten, teilweise verschoben. Ähm, Es kommt darauf an, den richtigen Mix zu finden, damit es auch vor allem aus der Entfernung sehr ähnlich aussieht wie in echt. Und Laborant fragt, wird es nicht umständlich sein, immer zum Steinlager gehen zu müssen? Grundsätzlich ist das Steinlager tatsächlich nur einen Raum weiter. Wenn ihr im Video seht, ich bin hier mal hochgelaufen mit euch, dann habt ihr links den großen Raum gehabt und direkt davor war eine Glastür, wo ich meinte, da gehen wir jetzt nicht rein, weil da viel Kram noch drin liegt. Das wird das Steinelager werden. Nein, ich habe tatsächlich vor, mir so eine Art, ja, Servierwagen zu besorgen, wo ich dann einfach alles drauf tue, was ich brauche und damit alles nach wieder schön eingeräumt. Zumindest ist der Plan.
Und Laborando mal mich persönlich wird ab und zu auch ein Technik-Feature wie zum Beispiel Auftritt interessieren. Ja, es wird in absehbarer Zeit, denke ich, auch wieder mal Sachen geben, die sich bewegen. Wie gesagt, die Rolltreppen sollen ja auch noch kommen. Zudem überlege ich auch, ob man nicht eine andere Litfaßsäule zum Drehen bringt. Ein Thema, das ich immer noch habe, sind ja tatsächlich fahrende Fahrzeuge und bewegendes Wasser. Ja, schauen wir mal. Und Klemmbaustein-Freund Mark Bob hat auch einen realistischen Baustein, aber eben keinen realistischen Maßstab. Ja, das ist sehr gut zusammengefasst, das stimmt. Und Cloudsurfing meine ich, habe das Gefühl, dass der Bob sich da in eine Falle manövriert hat. Er gibt unfassbar viel Geld aus für Master, aber keine Zeit, vielleicht auch nicht. Darüber hatten wir, glaube ich, schon mal geredet, dass Bob auch teilweise, wie soll ich das sagen, Dinge baut, die mit etwas mehr Stein deutlich günstiger wären. Er hat ja Unmengen an diesen 16x16er Platten gekauft. Und ich habe das jetzt erstmal durchgerechnet, weil ich ja demnächst auch die Bahnsteige bauen werde, die ja auch 16er Plates im Prinzip bräuchten. Und eine 16x16er Plate in Dark Bluish Grey in größeren Mengen kostet ungefähr 2,50 Euro. In Farben, die er benutzt, natürlich noch mehr. Also dieses Dark Tan wird noch mehr kosten. Wenn ich jetzt aber statt einer 16x16er Plate 16 4x4er Plates nehme, der Unterbau muss eh sein, weil auch die 16x16er Plate drückt sich durch, da muss auch Unterbau drunter, kostet das Ganze mich die gleiche Fläche nur 1,30 € oder so, oder 1,20 €, also ungefähr die Hälfte. Und wenn man jetzt bedenkt, wie viel Masse man da braucht, 50% weniger an Kosten ist eine Sache, die sich tatsächlich lohnt. Und Stefan Wehmark, ich habe durch richtiges Wasser einen richtig fetten Wasserschaden gehabt. Ja, ich meine aber nicht richtiges Wasser, ich meine sich bewegendes Lego-Wasser, also Steine, die einen Wellengang simulieren. Klemmbaustein-Freund, ich möchte ihn jetzt nicht verteidigen, ich finde das ein bisschen fies. Ähm, also ich habe nie irgendwas Fieses über ihn gesagt, falls du mich meinst. Ich finde seine Stadt gut, aber ich glaube, er hat das Problem, dass dieser Museums-Ding immer im Hintergrund tickt, weil sie müssen ja irgendwann mal eröffnen. Und ich glaube, dass in dem Punkt etwas die Kreativität verloren geht. Und ich finde jetzt, ich greife ihn nicht an. So, aber jetzt mal weiter zum eigentlichen Thema. Wir brauchen noch ein paar Bricks. Und ich glaube, ich kann bald schon wieder Bricks nachbestellen. Schauen, ob ihr überhaupt noch alles. Ja, ihr seht noch was. Brooks im Kopf, man sollte Bob und Daniel nicht vergleichen. Jeder hat seinen Stil und seine Art. Unterhaltsam ist beides und zu deiner Art zu bauen habe ich schon oft Lob rausgehauen. Vielen Dank erstmal und ja, das stimmt natürlich. Verschiedene Stile haben natürlich, ist immer eine Geschmackssache.
es gibt ja auch Städte, die so typisch in diesem 80er-Jahres-Stil sind, also diese sehr, sehr einfache von damals. Das hat natürlich auch Anhänger und die vielleicht diesen realistischen Stil, den ich jetzt hier vorantreibe, gar nicht so schön finden. Ist einfach Geschmackssache. Und es gibt eben für alles Leute, die es gerne haben oder nicht gerne haben. So, ich hatte irgendwo noch eine Tüte mit 4er Modified. Ich befürchte, das ist sogar meine letzte wirklich größere Tüte davon. Ich habe irgendwo noch im Warenkorb noch welche gehabt. Und Brookboy sagt, er muss jetzt weg, vielleicht schaue ich später nochmal rein. Dann sage ich auf jeden Fall erstmal Tschüss zu dir. Und Clever auch Freund meiner Bobs echter Name ist, glaube ich, nicht Bob. Nee, ich glaube auch nicht, dass er Bob ist. Eigentlich müsste er ja vermutlich im Impressum stehen. Denn wie gesagt, man muss ja auch bei YouTube ein Impressum haben. Realistischer Stil, was auch genial wäre, wenn du mal ein Mini-Mini-Format von deinem Bahnhof als Mock rausbringst. Ja, die Idee habe ich schon öfters gehört. Kommt vielleicht auch, aber nicht bevor der auch fertig ist. Weil ich habe in meinem Kopf natürlich, wie das Ganze ungefähr aussehen wird. Aber die Frage ist, ob es dann auch wirklich so aussehen wird, weil ab und zu kriegt man ja auch noch, wobei ich es bisher noch nie großartig hatte, so ein paar Probleme mit dem Thema Stabilität und so. Und da man manchmal ein bisschen was umbauen muss oder so. Aber da bin ich immer noch recht zuversichtlich. Brooks im Kopf, Brookwood heißt im wahren Leben Herr Brookwood. Ja, das stimmt. Das ist mein richtiger Name. Und Daniel ist nur mein YouTube-Künstlername. Wirklich heiße ich wirklich mit Vornamen Brick und mit Nachnamen World. Und Grisou meint, man kann ja mehreren Lego-Stadtkanälen folgen, die sehr unterschiedliche Prämissen folgen. Natürlich, man ist ja kein Problem. Man kann ja auch mehrere Lieblingsserien haben zum Beispiel. Es muss ja jetzt hier nicht irgendwie in Anführungsstrichen irgendeinen Krieg darüber geben, was besser ist, weil man es eh nicht sagen kann. Weil es ja wieder, es ist ja nicht neutral messbar. Und Kleinbausteinfreund sagt, ich gehe jetzt lieber auch mal ins Bett. War schön, heute mal in deinem Live-Show aktiv dabei zu sein. Das freut mich. Vielen Dank. Gute Nacht. Laboranto sagt, spricht man in deiner Region eigentlich auch ein Dialekt bayerisches? Also, ich sag mal so, du darfst auf keinen Fall auf die Idee kommen, wenn du jetzt hier wirklich bei Leuten bist, die hier wirklich das hier leben, zu sagen, dass wir hier in Bayern sind. Denn das Ganze hier ist tatsächlich nicht Bayern, sondern Franken. Und das macht tatsächlich lokalpatriotisch einiges aus. Und da kannst du wirklich Ärger bekommen. Und natürlich spricht man hier auch Dialekt, halt verschiedene fränkische Dialekte. Wobei das natürlich schon sich einen riesen Unterschied macht, je nachdem wo du bist. Also hier spricht man schon einen anderen Dialekt als 60 Kilometer weiter südlich, wo man dann schon in Nürnberg ist. Was ja dann schon nicht mehr Oberfranken ist. Dann habe ich Favoriten bei den Brickling Shops. Ich kaufe jetzt nicht gezielt
bei bestimmten Shops, aber es ergibt sich tatsächlich, dass ich bei manchen Shops öfters kaufe, weil die halt einfach scheinbar die Steine zu günstigeren Preisen haben, die ich dann für meine Projekte hauptsächlich brauche. Aber es sind auch öfters einfach ganz kleine Shops dabei. Zum einen, weil ich es gut finde, auch kleine Shops zu unterstützen und zum anderen kleine Shops auch gerne mal eben zu Beginn Rabattaktionen machen, die sich natürlich auch lohnen, wenn man da größere Mengen an Steinen kauft, beziehungsweise verschiedene Steine. Und das ist ja dann im Prinzip eine Win-Win-Situation für beide, weil ihr natürlich auch durch die Bestellung dann wieder zum einen natürlich Geld bekommt in ihrem Shop, aber auch natürlich Bewertung. Wobei ich immer noch überlege, ob ich nicht irgend so ein Format starten soll, wo ich mal kleinere Bricklink-Shops so ein bisschen ins Rampenlicht rücke. Aber schauen wir mal. Laborando sagt, Wikipedia Oberfranken liegt dem von Norden des Freistaats Bayern, selbst wie Franken oder Frankreich oder Schweizer Franken gibt es nicht. Ja, aber man muss tatsächlich sagen, wie auch Grisou meint, Franken wurde von Bayern annektiert. Tatsächlich war Franken ja ein komplett eigenes Gebiet, das einfach dann später mit Bayern zusammengeschlossen wurde. Wir haben ja auch unsere eigene Flagge. Nicht blau-weiß, sondern rot-weiß. Laborantum, ich habe aber keine Ahnung, was es mit Franken zu tun hat und wie der Name Frankenreich entstanden ist. Ja, die Franken waren halt einfach schon vor langer, langer Zeit einfach ein germanischer Stamm, könnte man sagen. Und das Frankenreich war auch mal recht groß. Und Laboranto meinte mir, das ist die polnische Flagge. Ja, nicht so, sondern natürlich in anderer Anordnung natürlich. Und John Garrett ist dann sagt, Good evening from New Jersey. Good evening from Germany. Laborant sagt, ah, okay, rot ist oben. Richtig? Alfred Alois meint, der Frankenstein kommt auch aus Franken. Meinst du Dr. Frankenstein? So, jetzt geht es tatsächlich relativ schnell hier noch ein Stück nach oben, aber ich muss sagen, mir gehen sehr bald die Modified Bricks aus. Das frisst doch einiges hier. Ich werde auf jeden Fall heute Abend noch meine Bestellung abschließen. Ich hoffe, dass sie noch da sind.
Was ja ganz nervig ist, wenn man so seinen Warenkorb irgendeinem Shop nach und nach füllt und dann noch nicht bestellen will, weil man noch vielleicht was anderes braucht und dann kriegt man die Meldung, ja, die sind aber jetzt nicht mehr da. Das nervt mich immer extrem. So. Stefan, wie weiß ich, wo ich Lego-Sensoren herbekomme? Meinst du diese typischen Lego-Sensoren, die eigentlich für. Mein Gott, wie heißt das System, mit dem ich auch den Aufzug gebaut habe? Ich vergesse dauernd den Namen von dem Zeug. Ähm, der Chat weiß es wahrscheinlich wieder, wie jedes Mal. Mindstorms, genau, danke Rune Records. Ja, die findet man in verschiedenen Bricklink-Stores tatsächlich auch. Und Guizou sagt, theoretisch ist Frankenstein eigentlich ein Hinweis auf eine Burg aus Stein in Franken. Ein Vorfahre von der Frankenstein kam wohl auch von seiner Burg. Okay. Stefan, ich will keine ganzen Mindstorms. Ne, du musst ja keine ganzen Mindstorms-Sets kaufen. Du kannst in verschiedenen Bricklink-Stores tatsächlich auch nur die einzelnen Komponenten kaufen. Du musst mal schauen, wer die anbietet. Aber so habe ich das auch gemacht, als ich die Sachen gekauft habe für den Aufzug. Da habe ich auch kein komplettes Set gekauft. Apropos Schloss ist auch eine sehr schöne Geschichte. Wir sitzen ja hier, also hier wo ich wohne und auch die Brickworld ist, am Fuß von Schloss Greifenstein. Ich weiß nicht, ob manche Schloss Greifenstein kennen. Schloss Greifenstein ist tatsächlich das Schloss der Familie. Mein Gott, ich habe heute so ein Problem, Namen mir zu merken. Moment, gleich habe ich's. Mein Gott, das ist echt schlimm. Geht den ganzen Tag heute schon so. Nein, nicht Familie Greifenstein. Nein, Schloss Greifenstein ist der Sitz der von Stauffenbergs. Die tatsächlich immer noch im Besitz des Schlosses sind. Und Zottel zockt ist da. Hallo auch an dich.
Und für alle Neuankömmlinge, wir bauen, wie man unschwer sehen kann, den Turm deutlich höher heute. Eines der wenigen Dinge, die ich ohne Probleme machen kann vor dem Umzug. Zottel ist übrigens auch Kanalmitglied, eins der, wie gesagt, ich glaube 24 momentan. Und das ist wirklich ein Punkt, der auch inzwischen einiges mit an Geld für die Brickworld monatlich einbringt. Stetig wachsende Mitgliederzahl, das freut mich natürlich auch, weil es halt auch so ein bisschen mir zeigt, dass es in irgendeiner Form zumindest Unterhaltung bringt. So dass man auch bereit ist, da ein bisschen was beizusteuern. Und Zottel sagt, dass das erste Diorama gefällt mir mega gut, hoffe, dass man es auch bald kaufen kann. Ja, das hoffe ich auch. Ich muss mal schauen, wie ich jetzt mit dem Thema Shop vorankomme. Vor allem jetzt, wo ich ja angefangen habe, die Dinge zum ersten Mal wirklich in real bauen zu können, zeigen sich halt noch ein paar Probleme, die sich im digitalen Entwurf jetzt nicht unbedingt so zeigen. Aber es sind Kleinigkeiten, das lässt sich auf jeden Fall, denke ich, relativ einfach optimieren. Dann haben wir ja noch das zweite Diorama, das möchte ich eigentlich auch zum Start haben. Also das hier mit, was hatten wir da? Ach ja, das Geisterhafte. Dann soll auf jeden Fall auch noch die Bäume verfügbar sein, aber ich befürchte, dass ich von allem nicht so viel am Start am Anfang haben werde. Und wahrscheinlich kauft ihr das Ganze dann am ersten Tag leer und dann muss ich erstmal in Anführungsstrichen nachproduzieren. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie viel davon so absatzmäßig möglich ist. Und Boom Records fragt, hast du schon mal überlegt, auch bei Twitch zu streamen? Grundsätzlich ja, aber es ist ja eine ganz andere Community dort dann. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dual zu streamen, aber davon habe ich gehört, wird eigentlich auch abgeraten, weil man dann sagen zwei Chats gleichzeitig hat und es dann nicht nur für einen selber, sondern auch für die anderen verwirrend wird, weil man dauernd auf irgendwas reagiert, was diejenigen gar nicht lesen können. Und Zolle sagt, eins nehme ich. Ja, sehr gut. Aber ich meine jetzt so, also auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass du eins nehmen willst. Aber einfach so einzuschätzen, wie viel da so an Absatz eben durchkommt. Langfristig ist ja eh der Plan, dass dann natürlich noch weitere nach und nach zur Verfügung stehen werden. Da kann ich dann wahrscheinlich auch besser abschätzen, wie das Ganze dann aufgenommen wird. Ja, Vorbestellung ist so eine Sache. Das wird, glaube ich, lange dauern. Also wenn ich jetzt eine Vorbestellung habe, schwierig.
Das Thema Dual Streaming muss man tatsächlich erstmal nachschauen, wie das genau ist mit den Bedingungen bei Twitch wie auch bei YouTube, was die eigentlich da in ihren Regeln dazu sagen. Es ist nämlich durchaus möglich, dass da gewisse Sachen dann zum Problem werden können. Und Zottel meint, ja, sobald der Affinity bist auf Twitch, ist der Content 24 Stunden exklusiv. Ja, das ist natürlich das, was ich vermute, bei YouTube auch irgendwo stehen wird. Und dadurch ist das Dual-Ding natürlich, wie gesagt, was du auch sagst, durch. Und dann wird es natürlich schwierig, den Content irgendwie zusammenzuhalten. So. Und sollte meint, er würde mir auch vorschlagen, eher bei YouTube zu bleiben, weil die Community hier ist. Das glaube ich eben auch. Weil nämlich sehr interessant ist, es gab ja jetzt diesen Leak bei Twitch mit den ganzen Einnahmen von den Leuten. Das war auf jeden Fall sehr interessant. Aber der ganze Leak zeigt aber auch eklatante Sicherheitsprobleme bei Twitch. Dass ja auch noch der ganze Quellcode gleich mitgeleakt wird, ist halt auch schwierig. Und Streets of Curious City sagt, hallo Dani, hab heute das Päckchen mit meiner Sigfig fertig gemacht, geht morgen raus. Freut mich, der wird auf jeden Fall sicherlich einen schönen Platz irgendwo finden. Vielleicht hast du ja schon irgendeine Idee, wo die vielleicht ihr neues Zuhause finden könnte oder sollte. Also hast du irgendwelche Präferenzen?
Und Simon Kilp ist dann, sagt hallo, schönen Abend auch dich. Und Laborando spendet 2 Euro mit einem sehr schönen Smiley als Nachricht. Vielen, vielen Dank dafür. Und Grisou meint, das wäre übrigens der ideale Turm in der Stadtbefestigung, der früher mal der Kerker-Schulturm gewesen sein könnte. Man könnte das in der Inneneinrichtung berücksichtigen. Das ist eine sehr schöne Idee. Wie gesagt, Inneneinrichtung habe ich ja noch gar nicht mir irgendwie groß Gedanken gemacht. Und Streets of Curiosity, weil wenn sie ankommt, weiß sie schon, wo sie hinkommt. Das klingt interessant auf jeden Fall. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ihr seht auf jeden Fall noch einiges. Und ich sehe 52 Likes, 57 Leute online. Vielen Dank auf jeden Fall. Ist immer wieder überraschend, wie sehr man Leute damit, wie soll ich sagen, in Anführungsstrichen binden kann, dass man hier einfach so ein paar Klemmbausteine aufeinander drückt. Paprika, hast du ein Lieblings-Lego-Set? Das ist eine sehr schöne Frage. Da muss ich mal nachdenken. Was mir immer noch gut gefällt, ist zum Beispiel das Ewok Village. Und ich finde immer noch die Saturn 5 super. Und ich würde mir tatsächlich mal ein Starship im gleichen Maßstab, könnte ich mir gut vorstellen, daneben zu stellen. Und Serious Curiosity meint, an deinem Turm würde ich noch eine Ranke mit Blumen machen. Also wir haben zumindest hier vorne eine Ranke. Ich weiß nicht, ob man die jetzt hier relativ gut sieht. Die geht hier hoch und an der Seite. Aber ich weiß noch nicht genau, wie hoch das Ganze gehen soll. Zum Thema Farbtupf überlege ich ja noch, wie das Dach aussehen wird. Ob das jetzt oben sozusagen offen sein wird oder ob wir ein richtiges Dach drauf haben. Dann könnte man noch damit ein bisschen Farbe reinbringen. Jetzt mal hier noch eine Reihe Bricks draufsetzen. Ich merke, dass ich hier oben ein bisschen noch mehr Stabilität brauche. Hier wackeln ein paar Teile. Controller deutlich mehr Stabilität hier rein. Jetzt wackelt nämlich auch in sich nichts mehr.
Ja, die sind noch ein bisschen wackelig. Aber die einmal 4er Bricks muss ich ganz, ganz dringend nachbestellen. Ich brauche die ja auch für die Dioramen. Die sind ja in beiden Dioramen als für den Hintergrund drin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele. 1000 Stück, ich glaube, ich davon inzwischen hier in der Stadt verbaut habe, weil die sind hier in der ganzen Stadtmauer, die sind im ganzen Bahnhof außen, die sind im Untergrund, die sind überall. Und Marco Sprossmann ist da und sagt Hallo allerseits. Sag ich auch Hallo an dich. Weiteres Kanalmitglied, ich glaube langsam war mindestens die Hälfte an Kanalmitgliedern auch hier im Chat heute. Und Simon Ahrens fragt, werde ich jetzt immer irgendeine Wand im Hintergrund haben? Das ist eine Frage, die ich tatsächlich noch gar nicht beantworten kann. Momentan habe ich so gelöst, dass beide Sets, die es am Anfang geben wird, tatsächlich eine Wand haben, die tatsächlich auch gleich hoch ist und abschließen kann. Sieht einfach, wenn die nebeneinander stehen, optisch hübsch aus. Aber ob man das Konzept komplett durchziehen kann, weiß ich noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, was als das weitere Dioramen kommen wird. Es müssten dann immer Szenen sein, die gut funktionieren, auch in einem kleineren Ausschnitt. Und da bietet sich nicht unbedingt alles an. Und Marco meint, heute geht es wohl hoch hinaus, eine Etage habe ich schon verpasst. Ja, ich glaube, eine Etage hast du mindestens verpasst. Ich glaube, wo waren wir denn am Anfang? Ja, wir waren, glaube ich, ungefähr hier auf dieser Höhe. Aber sehr viel weiter kommen wir heute auch nicht unbedingt, weil wie gesagt, wir gehen die Bricks langsam aus, um hier weiter groß nach oben bauen zu können. Man muss sagen, es ist schon eine ordentliche Höhe. Das seht ihr jetzt gerade gar nicht, aber ich werde jetzt gleich mal, wenn ich das hier soweit fertig habe, mal die Kamera in die Hand nehmen. Patrick macht irgendwann mal fachweiß Diorama Hintergrund. Das ist auch eine schöne Idee. Das könnte man so als vielleicht kleines Diorama aus der Altstadt machen. Und mit dem Brückengeländer, ja. Gute Frage, was man da machen kann. So, ich muss jetzt einfach mal hier abstöpseln. So, jetzt habe ich hier den Nachtmodus drin. Das ist ja ganz schlimm. Also seht ihr ja nicht, aber ich. Heller wäre auch noch gut. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen zurück. Und dann sehen wir jetzt auch mal,
was der Turm hier so an Höhe heute gewonnen hat. Und ich finde Entschuldigung, dass es hier so wackelt gerade, ähm, aus der Entfernung sieht das unruhige Muster eigentlich ganz gut aus. Wie gesagt, die Mauer wird jetzt noch ein bisschen höher. Ich glaube, 2, 3 Bricks brauchen wir noch, um auf die richtige Höhe zu kommen. Das heißt, wenn ich jetzt mal näher rangehe, wir sehen ja hier hinten, um welcher Höhe ungefähr die Tür ist. Die brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt habe ich hier irgendwas abgesäbelt an der Begrünung. Mal schauen, ob wir da noch ein bisschen weiterkommen. Es wird hier sehr spannend, diese Kurve hier irgendwie zu bauen. Vor allem, weil man bedenkt, dass hier mehrere Module zusammenstoßen. Ich muss mal kurz das Handy nehmen. Ich lese eure Kommentare nämlich überhaupt gerade nicht. Mikrobild des Bahnhofs wäre auch ganz cool. Ja, die Idee kam schon öfters. Bruno kann sagen, ui wow. Laboranto auch richtig gut. Gary Monet meint awesome. Und Marco Sportsmann sagt, ich glaube schon, dass man das überall durchziehen kann. Beim Fluss, die Felswand, die Brücke kann ja. Das stimmt. Und Patrick meint sehr cool. Ja, es gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob das letzte richtige Stockwerk sein wird. Es ist schwierig zu sagen. Wie gesagt, das ist eben einer der Haupttürme und ich wollte ihn eigentlich mindestens so hoch haben wie den Turm hier hinten. Und ihr seht, der ist ein bisschen höher. Der wirkt natürlich auch deutlich größer, weil er eben hier auf der Felswand steht und ein ganzes Stück nach unten geht. Ja, aber ihr seht jetzt auch mal, wie nackt das Ganze auf der Seite noch aussieht. Das kommt irgendwann noch. Momentan ist tatsächlich erstmal die Sicht von hier vorne mir wichtig, um einfach zu schauen, wie das Ganze aussieht. Muss ich mal schauen, was wir jetzt noch machen könnten. Wir könnten jetzt mal schauen, ob wir hier oben noch irgendwas geregelt kriegen. Da muss ich aber hier mal ein bisschen Platz machen, damit ich die Kamera jetzt mal woanders hinstellen kann. Das legen wir mal auf die Brücke. Schau ich mal, ob ich euch hier irgendwo platzieren kann. Schau mal, ob ich euch hier irgendwo hinkriege. Vielleicht hier vorne. Schau mal, ob wir das Bein da hinstellen können vom Tripod. Ohne dass die Kamera gleich runterfällt. So. Hier ist das andere Handy. Und Patrick meint, noch ein Stockwerk und ein Holzdach. Ja, könnte tatsächlich die Idee sein. Das schaffen wir, wie gesagt, heute nicht, weil ich nicht mehr genug Bricks da habe, um das durchzuziehen. Ich werde aber heute Abend auf jeden Fall noch welche bestellen. Auf jeden Fall möchte ich doch tatsächlich, dass der Turm höher ist als der Rundturm hinten. Und er macht halt optisch auch was aus. Man wird ihn auch später noch gut sehen können, auch im großen Layout. Weil man ja zwar hier vorne wird ja, glaube ich, vermutlich noch 2 Platten mehr Fluss geben, aber ich glaube, weiter rüber gehen wir nicht. Naja, muss ich mir noch überlegen. Und Steinemuck sagt Abend zusammen gleich auch Hallo an dich. So, jetzt müssen wir hier überlegen. Wir müssen hier höher kommen. Das Interessante an der Geschichte ist, dass wir hier einen Übergang haben an den Modulen. Und zwar das da hier wird jetzt kompliziert. Hier hat mir gerade irgendwas runtergefallen. Ich habe keine Ahnung von wo. Gute Frage. Ich war das hier. Ja, ihr seht es gar nicht. So. Hier treffen sich mehrere Module und teilweise ist dieses Stück Mauer auf das andere Modul aufgesetzt, damit es eine gut übergehende Optik hat. Das ist jetzt natürlich ein bisschen kompliziert. Genau, hier ist nämlich die Grenze. Schauen wir erstmal, dass wir hier noch ein bisschen hochkommen, erstmal zum Testen. Ich muss jetzt echt mal schauen, wie hoch wir hier noch müssen.
Grundsätzlich ist auch die Idee, dass man hier vielleicht noch Treppen hat, die ein bisschen höher gehen, weil wir hier sonst zu wenig Höhe haben. Also da müssen wir mal schauen, weil wir sind ja hier gleich wieder im Fels. Hier war zwar die Stadtmauer mal höher, aber ist alles nicht so einfach. Und Marco meint, sieht schon krass aus, aber einer geht auf jeden Fall noch, das wirkt schon sehr imposant. In anderen Städten würde ich jetzt schon als Wolkenkratzer zählen. Ja, ich glaube, er hat auch mehr Steine als jedes Lego Burgset, das jemals erschienen ist. Ich muss jetzt hier extrem aufpassen, was ich baue. Weil ich sonst tatsächlich irgendwo hinbaue, wo ich nicht hinbauen sollte. Und jetzt die Module zusammenzubauen, das ist mir ja schon mal passiert woanders, ist echt nicht schön, vor allem wenn man das später merkt. Und vor allem mit dem anstehenden Umzug wäre das noch unpraktischer. Ein bisschen Farbseuche. Bin mir noch nicht ganz sicher, was ich hier oben noch mache. Also hier. Ich glaube, es ist nicht sinnvoll, da jetzt schon drüber zu bauen mit Modified Bricks. Im Grisouman kann man sich als Bauhilfe ein Blatt Papier senkrecht auf die Modulgrenze zwischen die Steine klemmen, dann merkt man, wenn man drüber baut. Das ist tatsächlich in dem Fall jetzt ein bisschen schwierig, weil nämlich die Module übergreifen. Dieses Stück Mauer ist eigentlich schon auf dem nächsten Modul, ist da nur auf einem einzigen Noppe aufgesetzt. An sich könnte es vielleicht funktionieren, aber hier ist es alles kompliziert, weil die so ein bisschen ineinander verzahnt sind. Weil wir haben hier diesen schrägen Verlauf, dann gibt es hier diese Kurve und es ist auf jeden Fall kompliziert leider.
Und JDM Brickfilms meint, wow, wie du in 2 Stunden bauen kannst und dann noch so gut. Vielen Dank. Ich kann das tatsächlich einfach immer so schwer einschätzen, weil ich sehe nicht irgendwie andere Leute großartig bauen. Und Ningelkind sagt erstens guten Abend, guten Abend an dich und will sagen, Stadtmauer auch ein integriertes, aufgesetztes Haus geben. Sieht man ja auch öfter mal in Stadtmauer. Das ist eine sehr schöne Frage, daran habe ich noch nie gedacht. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass ihr tatsächlich Ideen bringt, auf die ich gar nicht komme. Und es sind ja sehr viele Sachen entstanden, nur weil es von irgendjemand oder von mehreren vorgeschlagen wurde. Ja, was ist denn hier gerade abgefallen? Ah, Stück. Ah, das wird jetzt interessant. Da ist gerade ein Stück von dem eigentlichen Eingangsportal abgefallen. Viele Kleinigkeiten sind tatsächlich nicht sonderlich gut befestigt, weil einfach die Bautechniken das gar nicht so hergeben. Das sieht doch ganz gut aus. Ich muss dann die Wartburg und den Bischofspalast in Meißen denken, finde ich auch interessant. Muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Habe ich gerade kein Bild vor Augen.
Und Alfred fragt, wird es in der Altstadt weiter auch eine Burg oder Schloss in Ähnliches geben? Das ist eine sehr schöne Frage, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Was es auf jeden Fall geben wird, da bin ich mir relativ sicher, ist eine Kirche, die wurde ja schon mit mehreren gewünscht. Und ich meinte immer, ja, die muss ja dann irgendwie zentraler stehen, weil die Kirchen standen ja nicht am Rand der Stadt. Und das heißt, jetzt muss ich mein etwas großspuriges Versprechen wahrscheinlich auch einlösen. Und wenn ich anfange, eine Kirche zu bauen, in etwas größerem Maßstab, glaube ich, wird das ein größeres Projekt. Und dieses Kind sagt, ja, eine Kirche. Scheinbar freut sich da schon mindestens einer drauf. Jetzt muss ich mal kurz denken. Ich brauche eine Plate. Wo habe ich die? Da hinten. Mal schauen. Das ist. Ja, das könnte eigentlich fast die richtige Höhe sein. Wie viele Bricks Platz habe ich denn da noch? 4 eigentlich nur, okay. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich nicht einfach hier nochmal runterbaue und hier unten die Plates direkt in den Turm mit integrieren, hätte ich ja hier schon mal eine Stütze. Hm, 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 hm. Eine Gotikkirche wäre schon was Tolles, würde auch zum Stil passen. Ja, das glaube ich auch. Und es ist wieder eine gute Idee, mein Street of Curry City. Und Andreas meint eine Kirche interessant von den Dimensionen her. Ja, ist natürlich die Frage, wie groß das Ganze wird. Vor allem, dass das Ding ja dann auch noch oben auf der Anhöhe stehen wird, wird es ja noch weiter rausragen lassen. Das wird auf jeden Fall ein Steinegrab, das kann man jetzt schon sagen. Von den Größen her bin ich mir nicht sicher, wie groß das Ganze werden sollte. Ich will jetzt nicht noch ein Projekt in der Größe haben wie den Bahnhof, also von der Grundfläche her. Aber zu klein wäre auch doof. Mindestens 4 Baseplates, ja. Die kleinen oder die großen, ne? Alfred meint, einige Städte dürfen wohnen. Ja, das stimmt natürlich. Das wäre dann wahrscheinlich sinnvoll, vielleicht ganz am anderen Ende. Meine Idee ist ja, dass die Stadt hier so ein bisschen ansteigend ist und wir dann hinten am Ende, wo die Stadt, sagen die Altstadt endet, es ins Tal geht und dahinter der ländliche Bereich anfängt und dann sagen die Burgmauer oben auf dem Berg über dem Tal thront. Und da wäre vielleicht auch der perfekte Platz für den Herrschaftssitz. Könnte ich mir vorstellen. Ich würde sagen, Kapelle ist zu klein und Dom ist vermutlich zu groß. 6,32er Basebands. Da muss ich auf jeden Fall mal schauen. Wie gesagt, das ist ein Projekt, das kommt ganz sicher, aber ich weiß noch nicht wann. Weil ich gerade frage, ob es sinnvoll wäre, in der Altstadt nicht erstmal die großen Sachen zu platzieren und dann die kleinen außen rum zu bauen, anstatt die kleinen anzufangen und dann zu schauen, wo die großen reinquetschen kann.
Ich werde jetzt erstmal hier. Mein Gott. Ist aber auch fest. Okay, das muss ich glaube ich gar nicht abnehmen, denn. Hahaha. Da das jetzt alles so verzahnt gebaut ist, ist es natürlich sehr unpraktisch. Oder nicht einfach es von unten auszutauschen. Vermutlich ist es einfacher, von unten ranzukommen, um da jetzt noch Platten dran zu kriegen. Ich muss echt mal nachdenken, wie ich da jetzt am besten weitermache. Die Kirche muss ja nicht unbedingt in der Altstadt stehen. Eigentlich schon, weil eine Altstadt in der Größe sicherlich auch eine Kirche hatte. Also die Kirche wird sicherlich innerhalb der Altstadt irgendwie einen Platz finden. Ich muss jetzt hier mal abseits der Kamera versuchen, ob ich hier irgendwie das ein bisschen auseinander bekomme, ohne alles großflächig kaputt zu kriegen, um da jetzt nochmal Baseplates reinzuziehen, Baseplates sage ich schon, Platten reinzuziehen, damit wir hier hinten uns eine ganze Menge an Stützen sparen können und das Ganze stabiler wird. Ah, das sieht ganz gut aus. Ich kann es gerade nicht vor der Kamera machen. Aber ihr könnt mir gerne weiter schreiben, dann rede ich so lange, wenn ihr nicht seht, und gleich komme ich wieder mit dem Modul zurück. So, das ist auf jeden Fall, ich kann euch mal einen Zwischenschritt zeigen. Wir sind jetzt hier auf jeden Fall mal offen. Das ging relativ gut. Jetzt müssten wir da... Habe ich den hingelegt? Hier. Ziehen wir jetzt mal kurz eine Reihe an Plates ein. Brauche ich noch ein 1x1er. Wo habe ich die denn schon wieder hingelegt? Ich gucke zumindest nicht drauf, wann ich hier stehe. Habe ich die schon wieder aufgeräumt oder was? Ah, das sind sie. Marco meint, ich kann nach dem Umzug ja gucken, wie groß die Asche ungefähr werden soll. Und dann freilassen. Das ist auch eine Idee, ja. Ein Kloster würde den gesamten Platz. Ja, Kloster werde ich sicherlich nicht bauen, zumindest nicht da. Das wird echt zu groß.
ich das hier rein. Das ist so ein bisschen wie eine Operation an diesem Modul, weil ich nicht zu weit aufmachen möchte. Die Kirche muss nicht unbedingt in der Mitte stehen, fast auf. Meine Idee ist ja immer noch, dass das Ganze, wie gesagt, aufsteigend nach hinten ist und ganz hinten, da wo die Rückseite der Stadtmauer ist, eine sehr steile Felswand ist und da würde ich dann vielleicht eher den Herrschaftssitz platzieren. Wobei ich gerade nicht weiß, wie realistisch das ist. So, hier geht es zumindest ganz gut voran. Das heißt, gleich gibt es wieder was zu sehen. Aber das vor der Kamera gerade zu machen, ist tatsächlich zu schwierig. Aber ich glaube, in den neuen Räumlichkeiten wird auch das einfacher. Weil ich einfach mehr Platz habe, auch um die Kamera zu positionieren natürlich. Herrschaft ist ja nur eine Residenzstadt. Okay, aber irgendwas Burgfried-mäßiges, also irgendwas muss ja sein, wo ja, wir sagen, die Kontrolle über das Ganze ist. Aber hat der Burgherr nicht auch irgendwie was Burgigeres als ein Haus? Eine Stadt hat das Stadtrecht über Räte verwaltet. Okay. Da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, was soweit ist. Okay, es kommt drauf an, ob es ein Handelsplatz war, der befestigt wurde, oder ob es ein befestigter Wohnstand des Herrn war, der um eine Burg. Das ist eine sehr gute Frage. Darüber könnte man tatsächlich mal nachdenken, wie der geschichtliche Hintergrund des Ganzen ist. Ich hatte ja, obwohl ich Informatik studiert habe, hat man, wenn man angewandte Informatik studiert, auch andere Kurse in ganz anderen Fachgebieten. Und ich hatte tatsächlich auch Archäologie ein paar Kurse. Einer davon handelte tatsächlich vom Thema Burgen.
Aber ich muss sagen, ganz ungünstig. Ich habe mich jetzt tatsächlich verbaut, denn ich bin zu hoch. Ich zeige euch das Ganze mal. Meine Idee ist, dass ich hier hinten so ein paar Plates mit rausbaue, damit ich die einfach hier am Turm mit dran habe. Aber ich bin jetzt eine Plate zu hoch, was dazu führt, dass ich keine Fliesen mehr aufsetzen kann. Das heißt, ich muss hier nochmal das umändern. So, ich glaube, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Das tut mir leid, dass man gerade echt nichts davon sieht. Aber ich baue das hier gerade auf dem Fußboden, weil es der beste Ort gerade dafür ist. Ja, jetzt wird es schon kompliziert. Was ist der geschichtliche Hintergrund dieser Stadt? Ich will ja auch immer so ein bisschen nicht nur Realismus in der Optik haben, sondern auch Realismus in dem, was es an sich überhaupt darstellt. Und da ist natürlich sowas ein Punkt, an den ich bisher noch gar nicht gedacht habe, der aber natürlich auch interessant ist. Darüber mal nachzudenken. Da natürlich auch die weitere Planung der Altstadt und so weiter grundsätzlich betreffen wird. So, fast fertig. Noch 3 Bricks und dann kommt das Ganze gleich wieder drauf. Okay, Marco meint, der Burgherr wohnt immer an der höchsten Stelle, meistens an der Mauer und hat einen Turm, also ist seine Idee mit der Erhöhung hinten schon ganz gut, okay. Handelsstadt als Grundlage, okay. Handelsstadt als Grundlage heißt dann, was genau alles für die grundlegende Ausrichtung der Stadt. Also was wird dadurch relevant? Okay, Ratshaus. So, auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal das, was ich haben wollte. Ich habe jetzt hier hinten eine Reihe an Plates nach draußen gebaut, gleich nochmal mit einer Konstruktion unten drunter. Das heißt, es wird jetzt auf jeden Fall auf das nächste Modul aufragen, aber dann kommt auf dem nächsten Modul einfach hier eine Auflagefläche ran. Das ist, glaube ich, die schlauste Idee jetzt gewesen. Schauen wir mal, ob wir das hier wieder drauf kriegen. Sollte eigentlich passen. Weiterhin. Da fehlt noch eine Plate, die ich abgenommen habe. So, seht ihr das eigentlich? Ja, sehr gut sogar. Und da hinten ist
unser anderer Stock. Mal schauen wir jetzt so drauf. Ah, komm, das kriegen wir noch hin. Setzen wir das mal hinten auf. Meistens einfacher. So. Das ist jetzt schon mal ein Punkt, der das Ganze hier einfacher macht. Für den weiteren Bau natürlich. So, zurück zu den Kommentaren. Marktplatz. Ja, Marktplatz ist eine gute Idee. Handelsstadt würde ja passen, da der Fluss ja Schifffahrt hat. Okay. Und die Kirchengröße kannst du selbst wählen, die würde von der Bürgerschaft bezahlt. Bei Handelsstadt war garantiert der Fluss ein Handelsweg. Okay. Zunfthäuser, Ratskeller, städtische Schule. Der Rest des alten Hafens, Markthalle. Okay, da haben wir jetzt wahrscheinlich genug für ungefähr 200 Episoden. Weil allein ja schon die Kirche wahrscheinlich ewig dauert. Ein Kontor. Okay, wir haben eine lange Liste von Wünschen. Ich habe irgendwo mein Notizbuch. Ich schreibe es jetzt mal auf. Übrigens stylisches Notizbuch für die Brickworld hier im Zelda-Style. Ganz altmodisch mit Papier. Und da schreibe ich mir jetzt einfach mal alle Punkte auf, weil ich mir die tatsächlich nicht alle merken können werde. Ein Ratshaus, der Marktplatz. Kirche. Zunfthäuser. Ratskeller. Schule. Der beste alte Hafen, das wird interessant, wie wir den hinkriegen. Markthalle. Kontor. Und Krämergasse, okay. Und Magic Brickman sagt, er muss sich heute verabschieden, wünscht euch eine gute Nacht, wünsche ich auch eine gute Nacht natürlich. Schmiede. Katakomben. Ja, Katakomben ist so eine Sache. Okay, erstmal alles aufgeschrieben. Okay. Okay, ich habe jetzt mal alles aufgeschrieben, das wird irgendwann wahrscheinlich mal relevant. Aber ich habe es mir schon mal aufgeschrieben. Zurück meinem eigentlichen Projekt, ich schaue jetzt mal auf die Uhr. Ich würde sagen, dass ich um 11 ungefähr mal hier aufhöre für heute. Ich habe noch ein paar andere Sachen zu erledigen. Und wir streamen jetzt sogar schon 2-3 Viertelstunden. Machen wir jetzt aber noch 12 Minuten ungefähr. Dann sind fast die 3 Stunden voll. Und dann kann ich jetzt hier mal überlegen, wie ich hier hinten weitermache. Denn das wird natürlich auch sehr interessant. Meine Idee ist tatsächlich, dass wir jetzt hier eigentlich ein paar Stufen nach oben gehen, damit hier die Mauer doch noch ein Stück höher ist.
weil dadurch, dass hier eben der Fels ist, sind wir sonst, glaube ich, zu niedrig. Wenn wir jetzt hier tatsächlich die Höhe der Mauer machen, das gefällt mir nicht so ganz. Und da habe ich eine interessante Idee, die mir gerade kommt. Und zwar überlege ich gerade, ob wir nicht eine gebogene Treppe bauen können. Muss ich mir mal kurz was überlegen. Marco Sprosse, wie hoch ist denn die Mauer auf der anderen Seite? Welche andere Seite meinst du denn gerade? Beim runden Turm, da ist die Mauer schon fertig. Ja, die ist relativ hoch tatsächlich. Ich versuche mal von hier aus zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also sie ist bis zum oberen Teil, also da wo dann die Leute drauf laufen können, ist sie tatsächlich 12 Bricks hoch. Ja, aber meine Frage ist ja, hier ist die Mauer ja sozusagen auf dem Felsen aufgebaut. Das heißt, sie muss ja hier auch ungefähr ein ganzes Stück höher gewesen sein, weil man ja hier schon stehen kann. Das ist meine Frage, wie genau ich das hier dann lösen kann. Weil das Eingangstor ist ja tiefer. Das ist ja hier in den Felsen eingebaut. Hier geht der Fels hoch. Also es ist schwierig, finde ich gerade. Ich versuche hier gerade eine geschwungene Treppe grundsätzlich zu bauen. Ich zeige sie euch auch gleich. Und zwar ist das meine Idee. Ist relativ stabil, ist mit Hinges gebaut und hier immer mit so kleinen Round Plates befestigt. Ist an sich jetzt schon stabil, kann man dann noch aufbauen. Und meine grundsätzliche Idee ist, das hier aufzusetzen. Wobei ich jetzt fast zu weit bin. Ich glaube, wenn ich hier nochmal einzeln wegmache, bin ich. Ich habe hier da gar keinen 90 Grad Winkel.
Schuttberg, ja, ist schwierig, weil ich drehe mal kurz die Kamera darüber. Da hinten steht die Mauer ja noch auf der richtigen Höhe. Und es ist fast genau die gleiche Höhe wie hier. Also, das ist, glaube ich, nicht die perfekte Lösung. Ich glaube, so würde ich, seht ihr das eigentlich? Ja, ungefähr. Würde ich auf die richtigen Winkel fast kommen und ein Stück nach oben noch. Und würde, glaube ich, hier nochmal so ein bisschen was Nettes reinbringen. Und danach hier Red sagt guten Abend auch dich. Ich muss dir aber gleich sagen, dass ich fast schon weg bin. Ich werde nicht mehr lange da sein. Schauen wir mal, wie hoch wir dann sind. Ja, erstmal hier die Steine irgendwo. Ach nö. Fast die ungünstige Stelle, in die das reinfallen kann. Eins der Löcher hier. Schauen, ob das schon die richtige Höhe ist. Fast. Noch einen Brick hoch, dann haben wir eine ganz relativ gute Höhe, denke ich. Und dann müssen wir noch überlegen, was auf welches Modul kommt. An der Felsenstelle könnte ein Teehaus aus dem 18. stehen. Also Ersatz für einen ehemaligen Wachturm, okay. Mal schauen. Das trifft tatsächlich fast perfekt den Winkel. Das ist fast unglaublich. Das ist schon mal nicht schlecht. So, ich brauche noch irgendwas, was ich vorhin noch hatte.
eher einen Turm andeuten, ist auch eine Idee, das stimmt. Ich nehme jetzt einfach mal hier aus der Kamera, aus dem Tripod raus, denn ich werde jetzt eh gleich gehen, aber wir schauen uns gleich nochmal kurz das hier an. Das ist jetzt sozusagen meine Treppenidee hier hinten. Schauen wir, wie wir rüberkommen. Hier ist dann die Tür, die hier reinführt in den Turm von der Mauer aus. Und hier ist jetzt meine angerundete Treppe, die ist tatsächlich ziemlich genau. Die ist natürlich jetzt überhaupt nicht stabil, weil sie halt überhaupt die hängt ja jetzt hier im Freien nur. Aber hier ganz gut anfixiert werden kann. Und dann kommen wir hier auf eine etwas höhere Höhe, die ich ganz okay finde. Und diese Rundung bringt natürlich hier nochmal ein bisschen was rein. Mal schauen, wie wir. Jetzt habe ich dagegen gehauen. Wie wir das hier noch ein bisschen hübscher machen. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht das Riesenproblem. Aber es ist auf jeden Fall noch eine Form, die jetzt natürlich jetzt nicht dem typischen Grid entspricht. Und mir gefällt es auf jeden Fall so, muss ich sagen. Ich unterstütze den Antrag von Andreas Bader, sagt Grisou. Also mit Ektobi, ja, das können wir mal schauen, ob wir das machen. Und Oma Schubser sagt, einen wunderschönen guten Abend, ich glaube, ich bin zu spät. Ja, ich gehe nämlich gleich leider, stimmt das. Also eine Frage hätte ich noch, wie kann man es unverschämt geil bauen? Vielen Dank auf jeden Fall. Es freut mich immer wieder, wenn jemand sowas sagt. Aber ich habe ehrlich keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann das selber nicht einschätzen. Jetzt ist der richtige Moment, um noch was hier zu dieser Kurve zu sagen. Ansonsten werde ich jetzt bald gehen. Da hinten liegt übrigens noch ein lustigerweise einer von diesen Torfröschen. Und eine TVA-Tasse, warum auch immer. Und dann würde ich sagen, ich gehe jetzt nochmal ein Stück zurück. Und dann sehen wir mal, was sich hier so getan hat. Aber ich muss sagen, der Turm thront jetzt schon wirklich so über dem Strand. Vor allem, wenn wir jetzt hier noch eine Erweiterung kriegen, hier vorne, dann wird der Strand ja auch noch mal ein bisschen größer werden. Ich glaube, 32er Baseplates wird es in der Erweiterung drüben im anderen Raum dann hier noch geben. Aber ich will eigentlich gar nicht so weit weg. Ich finde nämlich, dass man, wenn man hier ungefähr steht, einen wirklich sehr schönen Blick hat. Und das möchte ich auf jeden Fall nicht jetzt dadurch verhindern, dass man noch weiter nach hinten kommt. Ansonsten würde ich sagen, das war's. Marco meint noch, sieht schon echt klasse aus, vielen Dank. Und ja, auf jeden Fall, es gefällt mir auch, dass es eben vor der Mauer jetzt so schön grün wird. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird, wenn dann hier wirklich ein ganz anderer Häuserblock stehen wird, der auch ein bisschen höher sein wird. Das wird auf jeden Fall auch interessant. Dann sage ich jetzt vielen Dank fürs dabei sein. Momentan noch 62 Leute online, 67 Likes, vielen Dank dafür. Und 12,04 € sagt hier das System an. Spenden, vielen Dank dafür. Und dann würde ich sagen, ja, das Ganze wird wahrscheinlich noch ein bisschen fortgeführt in einem Update-Video. Ich weiß nicht, ob es morgen kommt oder übermorgen, schauen wir mal. Ansonsten, ja, vielen, vielen Dank. Und Gary Mulane sagt noch, great Livestream as always. Thank you. Und Brickwood sagt gute Nacht. Dann sage ich euch allen natürlich gute Nacht. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.